Herzlich willkommen, liebe ERAS-Expertinnen und Experten, liebe Referentinnen und Referenten und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier bei uns Online-Event begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Annabel Burkhardt, ich bin Managerin der Kundenentwicklung bei Encare, dem Organisator dieses Webinars, und ich werde Sie auch heute das Programm begleiten. Als Unternehmen, das sich seit vielen Jahren gemeinsam mit der ERA Society auf die Unterstützung von Kliniken bei der Implementierung von ERAS-Programmen spezialisiert hat, möchten wir natürlich nicht nur die richtigen Implementierungswerkzeuge bereitstellen, sondern auch den fachlichen Austausch fördern. Und heute richten wir den Fokus auf die Gynäkologie und die gynäkologische Onkologie und ERAS in diesem Bereich. Wir haben ERAS-Expertinnen und Experten aus der Dachregion hier und werden in den nächsten 90 Minuten die Erfahrungen und Erfolge sowie auch die Herausforderungen bei der Umsetzung von ERAS-Protokollen beleuchten. Und ich werde dann auch in Kürze das Wort an die Referentinnen und Referenten der beiden ERAS-Teams aus dem Universitätsklinikum in Hamburg, dem UKE in Hamburg-Eppendorf unter der Leitung von Professor Dr. Schmalfeld sowie auch dem Charité Universitätsmedizin in Berlin unter der Leitung von Professor Dr. Seuli übergeben. Und genau, das Webinar wird aufgezeichnet, wie Sie eben gehört haben. Und während der Diskussion können Sie Fragen im Chat stellen. Die werden dann auch unter Ihrem Namen quasi bekannt gegeben. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie auch unter einem Dokument, das wir sofort mit Ihnen hier in einem Link im Chat teilen werden, Ihre Fragen stellen und wir werden sie dann anonym hier im Chat für Sie teilen. Schreiben Sie gerne immer, an wen die Fragen gerichtet sind, sodass auch die Expertin oder der Experte dann genau an Sie antworten kann. Ja, wir starten mit einem grundlegenden Überblick über ERAS in der Gynäkologie. Ich freue mich sehr, Herr Professor Dr. Seuli hier begrüßen zu dürfen, der dieses Thema uns näher bringen wird. Genau, Professor Seuli, ich heiße Sie willkommen. Sie haben das Wort und gerne können Sie auch im Anbetracht der Zeit, wir haben eine schöne Agenda hier, das Wort direkt an Professor Schmalfeld danach weitergeben. Vielen Dank und viel Spaß. Ja, dann erstmal herzlichen Dank, auch im Namen von Professor Schmalfeld. Wir arbeiten sehr gerne zusammen und seit vielen, vielen Jahrzehnten und Jahren. Und ich denke, das ist ein großartiges Thema, wo wir auch diesem Wunsch einer personalisierten Medizin einen ganz, ganz wichtigen Schritt näher kommen bei ERAS, um das schon vorzudefinieren, ohne eine ganzheitliche und eine Personen- und patientenzentrierte Perspektive ist nicht möglich. Und deswegen bin ich da Ihnen ganz dankbar, dass ich da jetzt den Einführungsvortrag geben kann. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Technik, wenn ich das hier so vergrößere. Kann man mir Infos geben, ob das klappt? Noch einmal gerne teilen. Wir sehen Ihren Bildschirm noch nicht. Okay, sofort. Dann teilen wir nochmal. Das ist eben nicht so ganz einfach hier mit diesem. So, jetzt. Genau. Einverstanden? Funktioniert's? Ja, wir sehen die Präsentation. Gut. So, um das vielleicht gleich zu formulieren und auch vielleicht heute nochmal so einen Perspektivwechsel zu starten. Und ich denke, es ist wunderbar, weil wir wollen heute hier, reden wir auch über Change Management und wir reden über Interdisziplinäres, wir reden über interprofessionelles, sage ich jetzt mal, Disease Management Konzept. Und was ganz elementar ist, dass wir in der Chirurgie verstanden haben, nach und nach, dass es ähnlich wie bei Medikamenten nicht nur um Wirkstoffe geht, hier gemeint nicht die Tablette, sondern das Skalpell, sondern auch die Galenik, die Umgebung, das Environment. Und um das vielleicht auch nochmal klar zu machen, dass eben Chirurgie heutzutage niemals eine Ich-AG-Struktur ist, sondern grundsätzlich eben das als Team zu verstehen ist und dass wir aber auch erleben müssen,
dass wir einen Patienten-Journey-Konzept platzieren müssen. Das heißt, die Operation beginnt eigentlich schon mit der Indikation oder mit der Diskussion einer operativen Intervention, so wie wir über Indikation, Kontraindikation und auch über Zeit, Schedules, Dosis sprechen müssen. So müssen wir es auch für die operativen Interventionen anpassen. Und da brauche ich Ihnen nichts erzählen, dass wir über komplexe Operationen in der gynäkologischen Onkologie ganz besonders sprechen, wenn wir es über das Ovarkarzinom, aber auch über multisektorale oder auch mehr Kompartimentstrategien, wie wir es bei Zwerchfellresektion oder aber auch über das Retroperitoneum uns unterhalten. Was ganz wichtig ist, dass am Anfang es eigentlich um so ein Missverständnis ging und auch wir im Rahmen unserer Core-Studie, auf die Frau Lee und auch Frau Schnurrer nachher später eingehen und Frau Thorau, dass wir eben denken, dass über eine Enhanced Recovering After Surgery wir eben Komplikationen vermeiden können. Das ist vielleicht richtig, aber das ist nicht die Grundidee der Einführung von Enhanced Recovering After Surgery, sondern es geht hier tatsächlich darum, zu schauen, wie kann ich die Gesundheit der Patientinnen grundsätzlich stärken im Sinne der körperlichen, der mentalen und der physischen Dimension von Gesundheit. Und da spielt natürlich die Morbidität eine ganz besondere Rolle, aber als alleiniges Konzept als Zielparameter ist es nicht. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Ovarkarzinom. Das sind Erkrankungen, die eben 100% und mehr Morbidität verursacht. Das beinhaltet aber auch, dass wir über Akutkomplikationen, über verspätete oder Langzeitkomplikationen uns Gedanken machen. Und da erzähle ich Ihnen nichts Neues, dass wir da erhebliche Defizite haben, die Sichtbarkeit von Komplikationen. Aber das ist auch ein ganz elementarer Ansatz, dass man erstmal das versteht und auch erstmal seine eigenen Daten erhebt und auch erhebt, wie man Komplikationen oder Morbiditäten mit besonderer Berücksichtigung der Patientenperspektive überhaupt im klinischen Alltag dokumentiert, weil das ist da, wo wir nachher hin. Wir wollen nicht in die retrospektive Analyse gehen, sondern wir wollen es sehr on-site, gleichzeitig machen. Dazu brauchen wir natürlich die Instrumente, auf die wir später eingehen. Wenn wir uns die Fragen stellen, ja, was hat denn dann besonderen Einfluss auf die Erholung einer Patientin nach einer medizinischen Intervention, dann fallen uns natürlich verschiedene Elemente ein. Wir reden über die Komplexität der operativen Intervention. Ich hatte es angedeutet, reden wir über Kompartimente. Patienten mit Aszites haben grundsätzlich ein höheres Morbidität und auch ein höheres Komplikationsrisiko aufgrund des Mehrkompartimentenproblems mit sekundären Effekten der Hypalbuminämie, der Elektrolytverluste etc. Wie ist die Lebensqualität? Und das zeige ich Ihnen gleich. Das ist nicht nur einfach nett, das zu beschreiben, sondern Lebensqualität ist ein prädiktiver und ein prognostischer Faktor. Und auch da die Frage, wie erheben wir Lebensqualität und wie aktiv ist die Patientinnen, wenn wir sagen, wir wollen die Ebene der präoperativen Phase haben, dann ist die Frage, von welchem Punkt meinen wir auszugehen. Und man merkt das ja im klinischen Alltag, dass Patienten zwar der Meinung waren, dass es seit ein paar Tagen vielleicht schlechter war, aber teilweise sind das Wochen, Monate und adaptive Prozesse, um diesen Mobilitätsstatus überhaupt zu evaluieren. Und die Frage ist ja auch immer, was ist denn notwendig, um meinen klinischen Alltag, um meinen Lebensalltag zu bewerkstelligen? Und das hat natürlich was mit dem soziokulturellen Kontext zu tun. Arbeite ich, laufe ich gerne, habe ich Verpflichtungen, wo ich körperlich gefordert bin? Auch das sind wichtige Fragen, um das dann als Aspekt zu nehmen, um zu evaluieren, ob die Maßnahmen, die wir nachher diskutieren, auch tatsächlich erfolgreich waren. Fatigue ist ein Riesenthema, nicht so sehr in der Regel in der Primärsituation bei den soliden Tumoren, aber wenn wir über Rezidivchirurgie diskutieren, hat ein Großteil der Patienten eine Fatigue-Problematik aufgrund der adjuvanten oder andersweitigen medikamentösen Krebsbehandlung. Aber das wissen wir, ist ein Thema.
Dann die Frage, was gibt es für Möglichkeiten und welche Dinge haben mir bereits geholfen bei ähnlichen Krisen, Stichwort Resilienz, auf das wir vielleicht auch noch später eingehen. Was sind denn so die Treiber von Komplikationen? Und dann kann ich Ihnen sagen, und da fange ich einmal mit der letzten Ebene an, das meiste ist unbekannt. Und ich kenne und auch Sie Patientinnen, wo man sagt, oh Gott, da kann nur Komplikation auftreten und da ist nichts passiert. Aber es gibt natürlich relative Elemente, die das Risiko erhöhen. Und das ist natürlich abhängig von der Therapie. Das hat was mit der Tumorbiologie und dem Tumorbefallmuster. Haben Sie Patienten mit Lebermetastasen und Leberinsuffizienzen, hat das eine andere Thematik. Und haben Sie Komorbiditäten, die eben zum Beispiel den Immunstatus oder den Mobilisationsstatus beeinflussen. Das sind prädiktive Faktoren, die dann eben additiv zum Summeneffekt kommen. Eine Frage der Infrastruktur, auch das ist ganz wichtig, dass man ehrlich zu seinen Umgebungen sind. Viele Komplikationen sind leider infrastrukturell oder aufgrund fehlender oder falscher Indikation oder des therapeutischen Management verbunden. Auch das gehört dazu, dass man da kritisch und ehrlich mit diesen Elementen umgeht. Und natürlich auch die Erwartungen, wenn wir chirurgische Maßnahmen durchführen, müssen wir auch lernen, sie mit dem Therapieziel in Einklang zu bringen. Reden wir über Heilung, reden wir über Symptomkontrolle, reden wir über das rezidivfreie Überleben und sind das Elemente, die wir auch mit den Patienten besprechen, um das auch zu balancieren. Das sind ganz elementare Themen und wie gesagt, viele Komplikationen sind nicht bekannt. Was wir aber wissen, sobald eine Darmresektion beispielsweise auftritt, erhöht sich das Komplikationsrisiko sowohl für Embolien etc., Infektionen. Und ob das jetzt aufgrund des Ausmaßes der Tumorbiologie im Sinne der schweren Tumorlast oder ob das eben immunologische Komponenten hat bezüglich Mikrobiom, ist unklar, aber das ist ganz klar, ob es in Anus Praeter liegen, ob es in Anastomose liegen. Die Patienten haben eine deutlich erhöhte Komplikationsrisiko. Das tumorbiologische Alter, also das biologische Alter der Patientin, auf das gehen wir noch später ein. Das nur ein kurzer Hinweis, dass es tatsächlich so ist und wir haben das im Rahmen einer europaweiten Studie untersucht. Welche Risikofaktoren erkennen wir für Clavien-Dendo, fortgeschrittene Komplikationen? Und das sind dann indirekte Analysen. Wir sind große Freunde der Bioimpedanzanalyse. Aber egal welche Evaluierungsmaßnahmen für die Sarkopenie ist, denke ich, hilfreich, um das Risiko zu identifizieren. Was nicht immer klar ist, ob dann die Intervention, die Sie einsetzen, dieses Risiko ausgleichen können. Aber erstmal ist der Schritt der Fragilität oder der Gebrechlichkeitsanalysen und das haben wir untersucht. Das ist in der Regel nie ein Faktor alleine. Die meisten Analysen, die wir erkennen aus der Literatur, sind in der Multivariatenanalyse nicht mehr persistent. Aber wie gesagt, das sind Indikatoren, die einen darauf hinweisen sollten, dass eben das Risiko deutlich höher ist und ob man dann eine Intervallchirurgie oder eine Fragilität oder eine Prähabilitation implementiert, das ist dann vielleicht auch Thema, auf das wir dann noch eingehen können, weil es ist nicht entweder oder, sondern es sind mehrere Gruppen. Und es gibt Faktoren, die man beeinflussen kann, aber denken Sie an das Alter, das können Sie nicht verändern, aber Sie können wahrscheinlich natürlich den Sarkopenie-Status verändern. Und dann kommt das Thema Prähabilitation zum Thema. Lebensqualität ist tatsächlich viel, viel ernster. Hier insbesondere die physische Dimension, aber wir wissen, wie gesagt, dass das einer der wichtigsten Prognosefaktoren und auch einer der wichtigsten prädiktiven Faktoren für Komplikationen darstellt. Und wir haben das hier in einer Analyse bei uns mal analysiert, wo auch das Thema Polypharmazie aufgenommen worden ist. Das ist ein Thema, was in der klassischen ERAS-Analyse nicht bisher sehr stark thematisiert ist. Aber wir haben das im Rahmen einer prospektiven Studie analysiert, dass in der Regel jede zweite, wenn nicht 2 von 3 Patientinnen in der Regel immer eine Fehldosierung der Komorbiditätenbehandlung haben, entweder eine Überdosierung oder eine Unterdosierung. Und wir hier auch ein Drug Clearing favorisieren, was unserer Ansicht nach sehr relevant ist. Wir reden über Erholung und wir reden über Deeskalation und wir reden über Eskalation. Und wenn es um die
Deeskalation geht es auch immer mit der Frage, wie gut geht eine Patientin in eine Operation. Und es ist leider so, dass ein Großteil der Patienten mit einem Defizit in einer der 3 Dimensionen der Lebensqualität in eine operative Intervention geht. Und was ich hiermit meine, ist, dass Patienten Schmerzen haben, dass Patienten eben Elektrolytentgleisung haben und eben mit dem Defizit in die operative Intervention, wo wir, egal wie schonend wir operieren wollen, ein physisches und ein physikalisches Trauma verursachen. Und deswegen ist das so relevant, dass man eben vor der operativen Intervention eben versucht, die Dimension zu stabilisieren oder auszugleichen. Und das ist nur ein Beispiel. Das sind Patienten mit einer Sarkopenie. Und hier haben wir 5 und wir haben sogar 7 Jahresanalysen jetzt durchgeführt. Selbe operative Intervention, in der Regel sogar kleinere Eingriffe, aber Patienten mit einem Ernährungsdefizit sind prognostisch massiv benachteiligt im Vergleich zu Patienten, die mit einem guten metabolischen Ernährungsstatus in die Intervention gehen. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass die eine Analyse der anderen Analyse überlegen ist. Und so wie sie sich einfach festlegen müssen, wie sie Lebensqualität erheben, ist es immer gut, eine Struktur anzubieten und davon eben auszugehen und auch die Stärken und die Schwächen der jeweiligen Optionen zu thematisieren. Also das, was wir jetzt gerade berichten, basiert auf diese Studien und was uns auch nochmal ganz wichtig ist, dass eben es gar nicht immer darum geht, dass es das Albumin oder das Präalbumin oder dass die Hypokalämie ist. Immer dann, wenn Sie ein metabolisches Signal sehen, hat das natürlich eine Bedeutung. Und deswegen ist das so relevant, dass wir dort auch wegkommen, nur chronologisch zu glauben, dass eine ältere Patientin grundsätzlich schlechtere Outcome haben. Das ist falsch, sowohl für die Überlebensanalysen kennen wir das für das Ovarkarzinom, aber auch für andere gynäkologischen Tumoren. So ist es eben eher der funktionelle Status und der ist unbedingt zu erheben. Was ganz wichtig ist, dass eben wir also deeskalieren wollen und auch das vielleicht ein ganz neues Thema. Da geht auch, das hat was auch mit der Vorbereitung zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, unnötige Dinge wegzulassen. Denken Sie an die Langzeitantibiose, denken Sie an die Darmvorbereitung, auf die wir da vielleicht noch eingehen. Aber denken Sie auch an unnötige Drainagen, unnötige ja, eben Zusatzdinge, wo man sagt, die könnte das ja gebrauchen. Und das ist, glaube ich, so ein Konzept, wo wir bisher in der Medizin nicht so richtig sozialisiert worden sind, zu deeskalieren, ohne dass wir die Effektivität der Behandlungskonzepte in Frage stellen. Und es ist zwar jetzt fast 30 Jahre her, dass wir das Konzept, denke ich, diskutiert haben unter unterschiedlichen Namen. Aber es ist die Realität, dass wir weit davon entfernt sind, eine flächenhafte Struktur zu haben. Und ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, ich bin ERAS, ich bin nicht ERAS. Ich kann nur sagen, wir sind da sehr engagiert, so wie die Kollegen aus Hamburg. Man ist nie perfekt und auch die Items, die wir entwickeln oder entwickelt haben, auch im Rahmen der ERAS Society, sind noch weiter im Fluss und müssen immer wieder auch ergänzt werden. Und deswegen ist das so wichtig, dass es ein never-ending Learning-Prozess ist. Und das ist eine ganz frische Publikation, die wir jetzt gerade im Archives of Gynecology platziert haben. Da ging es jetzt um Fragilitätsassessment und das ist deutschlandweit. Und da müssen wir ehrlich sein, dass wir nicht bisher es geschafft haben, flächenhaft die Gebrechlichkeit systematisch und auch praxisorientiert zu analysieren. Und das ist so einer der Aufgaben, die wir, denke ich, in diesem Konzept platzieren sollen. Die klassischen ERAS-Items sind immer multidimensional. Ich kann nur sagen, ganz, ganz wichtig ist die Fastenthematik, auf die wir gleich eingehen können. Und eben, dass man die opioid-sparenden Konzepte nimmt. Deswegen sind wir große Freunde davon, dass die Patienten in den OP laufen, um auch das nochmal sicherzustellen, dass die Patienten nicht mit einer Diazepam oder einer anderen Psychotherapie, sage ich mal, ja, ruhig gestellt werden, sondern es geht eher darum, die Patientin aktiv in den Prozess aufzunehmen und ganz viel
Education, Information und natürlich Angstreduktion für die Patienten. Das ist ein ganz tolles Konzept der Jago von der Nogo, die einfach das auch multizentrisch analysiert hat, prospektiv. Und Sie sehen, wir wissen, dass wir eigentlich 2 Stunden vor der OP mit dem Carboloading arbeiten können. Wir 6 Stunden maximal eigentlich nüchtern sein müssten. Und trotzdem ist im Durchschnitt in Deutschland die Durchschnittszeit 16 Stunden Nüchternheit. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was massiv verändert werden muss. Meiner Meinung nach über Patienten-Empowerment, und dass man eben Patienten eben motiviert, eben dann zum Beispiel den Zuckerdrink zu nehmen und eben lange Fastenzeiten zu vermeiden, weil wir wissen, dass das eben die Patientin gefährdet und nicht wir dadurch eine sichere Narkose machen können. Dieses Konzept heute finde ich großartig und ich glaube, das ist nicht nur eine Deutschland, sondern es ist fast eine Weltpremiere, weil wir tatsächlich hier versuchen, den Patient Journey zu thematisieren. Der Großteil der Patienten braucht ja ein multimodales Konzept, das heißt auch postoperativ im Sinne der medikamentösen Behandlungsstrategie, ob das eine Chemo, eine Immuntherapie, eine PARP-Therapie, eine Chemotherapie ist. Deswegen sind diese Themen, die wir heute thematisieren, 100% wichtig, auch für den ganzen Patienten die Reise. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da uns neu orientieren. Volumen ist ein Riesenthema. In Deutschland haben wir die Kultur, dass Patienten, die im Bett liegen, erstmal eine Infusion bekommen. Wir wissen, dass das gut ist, aber wir wissen auch, dass wir das gefährden, wenn wir Patienten übervolemisch behandeln. Und wenn Sie an die Michelin Menschen denken und sich dann vielleicht aber auch die Anastomose sich vorstellen können, dass eben natürlich das Ödem dann nicht nur in den Beinen ist, die die Mobilität beeinträchtigen, die das Risiko für Erysipeler erhöhen, sondern auch die Anastomoseninsuffizienz damit eben in die Höhe treiben können. Und deswegen ist das Volumen extrem wichtig, dort im Auge zu haben. Und das kann nachher unser Team vielleicht mal diskutieren. Das ist ein elementares Thema. Wir haben überall Wagen vor den Patientenzimmern und bitten die Patienten täglich zu wiegen, weil es kann ja nicht sein, dass die Patienten, sage ich mal, 3 Kilo Tumor entfernt bekommen und dann plötzlich nach der Operation 15 Kilo schwerer sind. Das ist ein Missmanagement. Darmvorbereitung hatte ich kurz angedeutet, dass man eben nicht mehr die Patientin über Tage lang eben behandelt und in Elektrolytkrisen zwingt, sondern dass man eben, wenn man überhaupt vorbereitet, kurze Phasen macht. Und das ist eine Diskussion, über die reden können. Das ist ein neuer Trend über die präoperative Darm-Kontamination oder Antikontamination über eine Polyantibiose. Da sind wir aus der gynäkologischen Onkologie eher kritisch aktuell auf europäischer Ebene, aber das ist eine Diskussion, die wir führen. Aber die klassische Darmvorbereitung ist seit knapp 20 Jahren bekannt, dass das sinnlos ist und damit nicht irgendwelche Darmanastomoseinsuffizienzen reduziert. Und deswegen ist das einer der ganz, ganz wichtigen Themen, dass man das eben nicht macht. Ernährung hatten wir diskutiert. Das geht gar nicht darum, dass das jetzt über Wochen, über Monate geht, aber das ist ein Risikofaktor auch für die postoperative Behandlungstherapie. Und deswegen sind das so die ersten Themen, die Sie ganz leicht verändern können. Ist einmal, wie dokumentiere ich die Komplikationen? Zweitens, wie ist mein Volumenmanagement und welche, sage ich mal, alten Zöpfe kann ich bezüglich Antibiose, Darmvorbereitung, Hautrasur etc. Also was kann ich verzichten? Und wie gesagt, es ist nicht nur für die Patienten von Vorteil, sondern es bindet häufig auch unnötige medizinische Personalressourcen, die wir für andere Dinge brauchen. Und deswegen ist das so relevant und darauf können wir eingehen. Bei einem Karzinom beispielsweise wissen wir, dass die Katechamine innerhalb der ersten 2 Stunden von ganz besonderer Bedeutung ist und dann die Volumensubstitution. Und früher hat man es ja so gemacht, die Patienten Aszites, man macht den Bauch auf und zack, kriegt ihr erstmal 5 Liter Flüssigkeit. Das ist nicht der richtige Ansatz und auch Bluttransfusion, Bloodmanagement als Riesenthema, einfach einer Patientin 2, 4 Konserven vor der Operation zu geben, auch das ist nicht mehr zeitgemäß, sondern wenn, versucht man das entweder präoperativ über EPO-Therapien, Bloodmanagement zu geben oder man macht das eben angepasst während der Operation. Das sind auch nochmal so Themen, auf die wir, denke ich, eingehen sollten. Und da gibt es sehr schöne Studien auch aus unserem Haus von Herrn Feldheiser, der jetzt inzwischen in Essen-Mitte ist,
wo wir das sehr schön zeigen konnten, dass die balancierte Volumensubstitution, der eben einfach mal nach Pi mal Daumen massiv überlegen ist. Und deswegen ist das so wichtig, dass man gerade in der ersten Phase eher restriktiv oder moderat ist und nicht eben prophylaktisch in diese Volumengeschichte geht. Um das ganz kurz vielleicht nur anzudeuten, wenn Sie eine Patientin kuratieren und 4 Wochen später nochmal untersuchen würden im Sinne der Muskelkraft, werden Sie bis zu 65% der Frauen noch Krafteinbußen sehen. Ja? Und wir reden jetzt über eine Curettage. Das heißt, jegliches medizinisches Trauma, egal wie schonend, wie kurz die Operation war, macht einen Einbruch in die Kraftreserven der Patienten. Und die Idee ist, dass man eben so, wie wir es mit den Wachstumsfaktoren machen, dass man versucht, die Patienten von einem höheren Niveau auszugehen, um dieses Trauma besser abzupuffern. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und ich weiß ja, wie schwer das manchmal ist, auch aus psychologischer Sicht eine Operation zu verzögern. Aber manchmal macht es Sinn, gerade in so einer Progression, wir reden jetzt nicht von der Ilios, also wenn man sieht, der Marker steigt weiter, aber wir sehen die Elite fallen und so weiter, dass man dann erst nochmal eine prähabilitatorische Phase einbringt, um eine Stabilisierung der Erkrankung zu kriegen, um dann in das Trauma der Operation hineinzugehen. Das ist die Grundidee der Prähabilitation und das Bild zeigt Ihnen nur nochmal, dass Prähabilitation, Best Supportive Care und Deeskalation von unnötigen Maßnahmen gleichzeitig laufen müssen. Sie brauchen also einen Care Manager. Also es ist nicht nur die Drainage, es ist die Schmerztherapie, es ist auch die präoperative Vorbereitung. Das sind so die Dinge, die man in Einklang kriegen muss, um dann eben diese trimodalen, prähabilitatorischen Konzepte, die aber nicht mit der Operation dann beendet sind, sondern dann als Kontinuum weitergehen, eben fortgesetzt werden. Und das kann auch dann die Frau Professor Schmalfeld, denke ich, sehr schön aus anderen Bereichen dann übertragen. Also für mich ist das Thema Fragilität in 3 Gruppen mindestens einzuteilen. Sie haben eine Patientin, die ist zu fragil und die ist eben für diese Maßnahme nicht geeignet. Wir reden jetzt über die 98-jährige Patientin, 3 Herzinfarkte, Lungenembolie, 2-mal vor 4 Wochen. Das ist keine Patientin, die von einer großen chirurgischen Maßnahme kurz-, mittel- und langfristig profitieren kann. Und dann gibt es eine Patientin, die ist fragil und die können über ein Prähabilitationskonzept in einen besseren Zustand gebracht werden. Das ist die Patientin von mir aus mit einer akuten Lungenembolie ohne große massive Komorbiditäten. Das ist eine Patientin, wo sie durchaus ein Konzept von 1 bis 3 Wochen einbringen können, um dann in die Intervalloperation nach 6 Wochen, nach 12 Wochen, je nach Tumorentität, je nach Tumorerkrankung hineingehen können. Und dann haben sie eine Patientin, wo sie eben nicht genau wissen, was das Beste ist. Also deswegen ist das nicht eine Schwarz und Weiß. Und Sie kennen ja unsere Studien, die wir gerade publizieren wollen, von der Trust-Studie. Also es ist mehr als nur 2 Gruppen. So, das vielleicht zum Abschluss. Man kann immer sagen, was gut ist, aber was wir auch lernen müssen, was sind denn massive Störfaktoren für das ERAS-Konzept? Da fange ich jetzt einfach an mit der Kommunikation. Also wenn Patienten fehlinformiert oder wenig informiert werden oder informiert werden zu derselben Sache mit unterschiedlichen Aussagen, dann haben sie ein Problem, weil die mentale Gesundheit ist ein elementarer Bestandteil dieses ERAS-Konzeptes und Angst, gerade bei den gynäkologischen Tumoren, ist massiv hoch. Die ist höher als bei anderen Erkrankungen, inklusive Mammakarzinomen oder und so weiter. Das hat was mit der Erkrankung zu tun, das hat was mit der Symptomlast zu tun, aber natürlich auch mit der Lebensbedrohung. Und wie gesagt, dass man eben schaut, dass man unnötige Dinge vermeidet. Es macht keinen Sinn, sich auf Drainagen zu konzentrieren, aber am Tag vor der Operation ein unnötiges CT mit Kontrastmittel zu platzieren und dann die Patientin 16 Stunden das nüchtern zu lassen. Das sind Dinge, die sind so negativ, dass sie nichts kompensiert werden können. Und deswegen würde ich Sie bitten, auch in Ihren Algorithmen sich anzugucken, was ist wirklich unnötig, ja, oder was ist falsch. Und das ist Time Toxicity, unnötige Wartezeiten für unnötige Untersuchungen, genauso relevant wie eben die inadäquate Behandlung von Komorbiditäten, Stichwort Diabetes, Hypertonie, kardiovaskuläres Problem. Das sind ganz, ganz relevante Thematiken, die da in Einklang gehen. Das nur als Teaser, um wirklich den Patient Journey im Fokus zu haben. Wir haben versucht, das, was wir im Rahmen
der CORE-Studie, aber auch im Rahmen unseres Cancer-Fit-Programmes, was wir vor knapp 12 Jahren entwickelt haben, allgemein zu beschreiben und haben das Priming-Konzept definiert. Das heißt Symptombehandlung, dazu systematische Symptomanalyse, dann eben ein kardiovaskuläres Assessment, gerade dann, wenn es Patienten mit höheren Alters sind, zu definieren, wie schnell muss eine Operation sein. Wir kennen das aus Covid, nicht jede OP muss sofort sein. Denken Sie an das Endometriumkarzinom, Hormonrezeptor positiv, DMMR etc. Education ist extrem wichtig. Wir gehen immer davon aus, dass Patienten uns immer verstehen, aber wir müssen einfache Dinge erklären. Was macht denn ein Blasenkatheter mit der Patientin? Wie lange bleibt er? Wann kann sie wie wieder aktiv sein? Interaktion mit den Medikamenten. Ich weiß, wie schwer das ist. Es reicht nicht nur, auf die Rot-Grün-Listen zu schauen. Viele Medikamente sind falsch indiziert. Ein Klassiker ist das Pantozol. Wir wissen, dass das nicht nur das Herzinfarktrisiko erhöhen kann, Osteopenie verursachen kann, aber es ist häufig eben fehldiagnostiziert oder immer noch weiter behandelt, versuchen zu deeskalieren. Erklärung, man kann nicht sofort abnehmen, aber das ist eine ganz sensible Phase. Wir haben das gerade beim Endometriumkarzinom, beim ASCO präsentiert. In der Diagnose sind die Patienten extrem empfänglich für Lebensstilveränderungen und deswegen sollten wir diese Chance nutzen. Psychoonkologie ist extrem wichtig. Das ist einer unserer Lessons, die wir gelernt haben. Patienten sind extrem dankbar, wenn sie vor komplexen Erkrankungen auch mit anderen Selbsthilfegruppen oder mit erfahrenen Menschen, Lotsen, medizinisches Personal diskutieren können, weil das extrem viel Orientierung gibt. Und das Bild von Matisse, der nicht nur wunderschöne Bilder in Tanger in Marokko gemalt hat, sondern überall und soll einfach nochmal unterstreichen, dass Teambuilding und Teamaktivität das A und O ist, um überhaupt ERAS zu leben und auch in den Kirchenalltag umzusetzen. Das so als Teaser und danke nochmal euch allen, dass ihr euch einsetzt, dass wir wirklich personalisierte Medizin machen, weil es gibt an sich nichts personalintensiver und auch nicht personalisierter als die Chirurgie insgesamt. Und deswegen denke ich, ist das ein Game Changer für die Frauengesundheit. Und das ist nicht nur für die gynäkologischen, onkologischen Erkrankungen, sondern selbst für die benignen Erkrankungen. Denken Sie an die Frauen mit Endometriose. Das ist ein riesen Feld und bin mir sicher, dass wir da noch vieles entwickeln können und werden auch die ERAS Society pushen, dass wir die Dinge, die wir hier erarbeiten, dann auch für die Männergesundheit zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Herr Professor Sejouli. Sehr spannendes Thema, vor allem wenn es um genau die Prähabilitation geht, von der wir auch später noch mehr hören. Ich gebe dann das Wort an Professor Dr. Schmalfeld aus dem UKE weiter. Vielen Dank. Ja, prima. Können Sie meinen Vortrag schon sehen? Können Sie meinen Vortrag schon sehen? Nein, wir sehen noch Sie und Ihren kompletten Bildschirm. Beziehungsweise ich glaube, wir sehen noch den Bildschirm von Herrn Professor Sejouli. Ja, ich habe jetzt aber geteilt. Kleinen Moment. Ich kann das Teilen nicht aktivieren. Daran liegt es, glaube ich. Herr Professor Dr. Sejouli, können Sie einmal auf Stop Sharing klicken bei Ihnen? Wenn das geht. Ich weiß nicht, ob er uns hört. Hören Sie uns? Genau, einmal in der Mitte vom Bildschirm oder da auf Stop Sharing. Genau. Vielen Dank. Ja, es funktioniert leider noch nicht. Ich probiere es noch einmal von vorne. Jetzt sollte es funktionieren für Sie. Ich kann nicht teilen. Soma, can you please help
Professor Schmalfeld to share her presentation. Sie können es noch nicht sehen, oder? Nein, jetzt sehen wir Ihre Slides. Perfekt. Sehr schön, super, wunderbar. Ein bisschen Geduld haben. Jetzt kann ich Sie nur selber nicht weiterklicken. Doch, jetzt geht's. Perfekt. Also erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir das Webinar gemeinsam mit der Charité machen. Und Charlie, du hast eine fantastische Einführung gegeben über die Probleme. Und ich möchte jetzt wirklich direkt in Medias Res gehen und bedanke mich ganz herzlich bei dem ERAS-Team in Hamburg, vor allem bei Frau Reuter und Frau Brodersen. Und Frau Reuter leitet hier das ERAS-Team für die Gynäkologie und hat auch den Hauptinput für diesen Vortrag gegeben. Ich fange mal an, wie wir angefangen haben. Wir haben gestartet 2018 und haben jetzt 164 Patientinnen im System angelegt. Das ist nicht viel, das werden Sie auch mal sehen, weil wir haben ja gesagt, auch Stolperfallen. Es gab schon auch Hemmschuhe bei diesem Programm. Wir machen das nicht alleine am UKE. Unsere Chirurgen haben gestartet mit einer ähnlich komplexen Erkrankung, dem Pankreaskarzinom, das ja operativ sehr anspruchsvoll ist, das Ovarialkarzinom auch. Und wir machen das auch hier gemeinsam im Team und das ist ein großer Vorteil, denke ich. Und wichtig ist, wenn man von ERAS spricht, es ist nicht nur ein Protokoll, dass man sagt, Enhanced Recovery After Surgery und jetzt schreiben wir uns mal ein paar Punkte auf und die arbeiten wir ab. Es ist wirklich, es braucht ein interprofessionelles Team und auch eine gemeinsame Vision, dass man sagt, wir wollen was ändern, wir wollen gemeinsam an diesem arbeiten und dann wird es gut und man muss davon überzeugt sein, dass das unterstützt, weil es ist viel Arbeit. Und man braucht auch die Unterstützung nicht nur der Klinikdirektion, sondern eben auch der kaufmännischen Direktion und des ganzen Klinikteams, weil wir es eben zusammen machen müssen. Und es braucht personelle Ressourcen. Es kann nicht mit dem Personalstamm, den man hat, gemacht werden. Man braucht auf jeden Fall eine ERAS-Nurse. Da wird uns Frau Brodersen dann wirklich gleich zeigen, wie komplex das auch alles ist und dass jemand die Sachen zusammenhalten muss. Und man muss ständig dranbleiben, fort- und weiterbilden, weil es kommen neue Leute ins Team. Man muss verbessern und optimieren das Programm. Und dafür ist es auch gut, regelmäßig ein Fazit zu ziehen, sich die Daten anzuschauen und sich zu auditieren. Und damit schafft man dann wirklich eine Veränderung. Das werde ich Ihnen auch im Weiteren des Vortrags zeigen. Jetzt, was ist wichtig bei so einer Implementierung eines ERAS-Programms? Man muss erstmal Behandlungsphilosophien ändern, das hat Herr Sihuli schon angesprochen. Da geht es um, was wollen wir eigentlich für die Patienten, die laufen in den OP, die kriegen keine abführenden Maßnahmen mehr vor der Operation, die sollen essen, die sollen fitter werden, aber dafür braucht es Organisationsstrukturen. Das müssen wir erstmal an die Patientin heranbringen, die braucht hochkalorische Drinks vielleicht, die braucht einen Physiotherapeuten und wir brauchen auch eine andere Logistik, um das einfach zu managen. Stellen Sie sich einmal vor, die Patientin wird nicht mehr vom Transport in den OP gefahren, sondern läuft selber. Das muss schon auch erstmal organisiert sein. Und es ist alles schon zeitaufwendig und erstmal personalintensiv und braucht auch immer wieder Disziplin. Und ganz zentral ist dabei die ERAS Nurse, die wirklich die Fäden in der Hand hält und das koordiniert. Wir haben 2008. Entschuldigen Sie mich, wir sind Ihre Präsentation am Präsentieren und ich gehe davon aus, dass wir schon weiter sind. In Slide 4 oder 5, richtig? Ja, ja. Ich präsentiere dann für Sie weiter, entschuldigen Sie. Ja, das machen wir so, genau. Dann gehe ich raus. Genau, weil wir konnten Ihre Präsentation nicht sehen. Das ist schade. Ja, genau, dann tut mir leid. Dann würden Sie jetzt teilen und ich stoppe. Genau, Sie sollten das jetzt in der Plattform sehen. Wir sind jetzt bei dem ERAS-Team. Genau, perfekt. Also das ERAS-Team besteht aus der ERAS-Nurse, Frau Brodersen, der Anästhesie natürlich, dem chirurgischen Fach, der Intensivmedizin, der Pflege, dem Ernährungsteam, den Physiotherapeuten, der Apotheke natürlich, dem Aufnahmemanagement, die das koordinieren. Wir haben ja kurze Liegezeiten und natürlich auch dem kaufmännischen Team, die das auch finanziell unterstützen muss und zumindest eine zusätzliche Kraft einstellen muss. Dann machen wir weiter.
Und so sieht es jetzt bei uns aus. Die Patienten kommen zu uns über die Poliklinik. Wir identifizieren die Patienten. Wir haben zuerst mal mit einer Entität, dem Ovarialkarzinom, eben angefangen. Und wenn wir sagen, die Patientin bekommt eine Debulking-Operation, dann kommt sofort die ERAS-Nurse ins Spiel. Da gibt es einen festen Termin, die wiederum Termin mit dem Ernährungsteam aufnimmt, schaut, was da optimiert werden kann, Kontakt zur Physiotherapie mit Bewegungsübungen zu Hause oder auch Atemtherapie und natürlich eine Vorstellung bei der Anästhesie für das Blattmanagement. Und das ist der Zeitpunkt, der ja auch nur knapp ist, bis dann zur Aufnahme und Operation. Nächstes bitte. Und dann kommt die Patientin und da fängt jetzt die Philosophie an, die Änderung, keine Darmvorbereitung. Wir machen eine Antibiotikaprophylaxe einmalig bei geplanter Darmchirurgie oder vermuteter Darmchirurgie, aber eben keine Sedierung mehr. Die Patientin soll fit in die OP gehen und vor allem kein Hungern. Sie bekommt 2 Stunden vor der OP nochmal ein kohlehydrathaltiges Getränk. Und während der Operation eine Einmalantibiose, keine Langzeitantibiose. Wichtig ist, die Patientin warm zu halten mit Wärmematten. Patienten haben eine Periduralanästhesie. Und während der Operation ganz wichtig ein stringentes hämodynamisches Monitoring, um eben eine Volumenüberladung zu vermeiden. Und natürlich parallel dazu Prophylaxe der Emesis und Thromboseprophylaxe ist natürlich obligat. Und dann geht die Patientin, das sehen Sie oben, auf die PACO 24. Das ist eine Überwachungsstation für 24 Stunden. Wir haben keine Patientin mehr auf Intensiv, die wir dorthin legen. Das geht gut mit einer 24-Stunden-Überwachung und auch dort beginnt schon die Frühmobilisation, der Kostaufbau auf diese Überwachungsstation. Patienten bekommen entweder so ein Wassereis oder ein Kaugummi zu kauen, um eben früh auch eine Darmstimulation zu haben. Und auf Station dann in der Regel wirklich am Tag nach der Operation schon werden die Patienten eben auch weiter mobilisiert. Und wir haben ein festes Schema zur Darmstimulation und auch zur Schmerzmedikation. Und Ziel ist auch wirklich, die Drainagen möglichst schnell zu entfernen. Keine Magensonde, die wird am Ende der Operation entfernt. Der Blasenkatheter nach Möglichkeit am ersten Post-OP-Tag, spätestens am zweiten. Und Drainagen wirklich, wir schauen, dass wir uns auf eine Drainage reduzieren und die auch möglichst schnell dann wieder entfernen. Weiter. Genau, und dafür braucht es eben das Team, wo wir auch gesprochen haben, und auch die Angehörigen sollten einbezogen werden, die vorzubereiten. Die Information ist ja wichtig, was kommt auf die Patientin zu, dass sie nicht erschrecken, wenn die Patientin eine Drainage hat, nach der Operation vielleicht noch blass ist, den Peritoralkatheter hat, dann können die Angehörigen da auch viel, viel mehr damit umgehen. Nächstes bitte. Genau, und wichtig ist, das habe ich am Anfang gesagt, es müssen alle motiviert sein und daran glauben, dass das auch was bringt. Also man muss alle Teampartner mitnehmen, die müssen motiviert sein. Auch die Kaufmännin muss man sehr motivieren, dass sie eben diesen Finanzplan unterstützt, weil sie wird sehen, dass sie am Ende profitiert, weil dieses Geld, was man investiert, kommt am Schluss wieder raus durch doch eben weniger Komplikationen und kürzere Liegedauern und hohe Zufriedenheit und einfach auch, das ist ja auch Kundenwerbung. Und gestartet sind wir mit der Implementierungsphase und da ist es einfach gut, erstmal nicht ERAS-Patienten in die Datenbank zu gehen. Dann sieht man schon mal, welche Prozesse erfasst werden und wie man Protokolle dann erstellt und was man an dem hauseigenen Vorgehen verändern muss. Und dann eben auch haben wir Unterlagen erstellt für die Patienten zur Information, aber auch für die Behandler und dann eben wirklich feste Termine, um die einzelnen Teammitglieder immer wieder zu unterweisen und neue Teammitglieder mitzunehmen und natürlich auch die Fragebögen für die Patienten mit zu entwickeln und auch die Mitarbeiter über die Zufriedenheit. Nächstes. Nach der Implementierungsphase sind wir dann gestartet und haben eben die ersten ERAS-Patienten in die Datenbank eingeschlossen. Es geht weiter mit der Unterweisung und so bleibt es ein kontinuierlich lernender Prozess. Und dann kommt eben auch dazu, dass man sich dann die ersten Daten anschaut, schaut, wo muss man nachbessern, wo funktioniert es nicht. Und da ist eben so ein Audit auch sehr, sehr gut. Nächstes.
Genau, und das machen wir jetzt eben regelmäßig und diese regelmäßigen Audits führen dazu auch, dass man immer besser wird, was gerade die Compliance anbelangt, wo man die Teammitglieder auch nochmal besser mitnimmt und dass wir planen, auch dieses ERAS jetzt eben neben dem Ovarialkarzinom auch auf komplexe Endometriumkarzinom, auch auf Endometriose zu erweitern. Das können ja auch sehr, sehr komplexe Operationen sein und vor allem mit diesem Programm kann man gut wissenschaftlich auswerten. Ich werde Ihnen gleich ein paar Beispiele zeigen, aber Frau Reuter wird da noch mehr drauf eingehen. Man kann wirklich, Frau Reuter hat viel publiziert da schon aus dieser ERAS-Datenbank, weil man die Daten eben sehr gut auswerten kann. Nächstes. Genau, wir rekrutieren wirklich vollständig die Patienten, machen keine Selektion. Das ist auch wichtig für das Qualitätsmanagement. Haben uns erstmal auf eine operative Entität beschränkt. Wichtig ist die Unterstützung des gesamten Behandlerteams. Deswegen hatten wir eben auch so eine Pause dazwischen und haben bisher nur 164 Patienten, weil in Covid ist unsere ERAS-Nurse in die Elternzeit gegangen und es war sehr schwer, in dieser Zeit dann jemanden wieder zu finden, der das übernimmt. Und deswegen machen wir das jetzt gemeinsam eben mit den chirurgischen Fächern, haben eine zentrale ERAS-Nurse oder auch mehrere, um das gemeinsam zu wuppen. Da kann man sich auch ergänzen. Das ist sehr, sehr gut. Die Nurse ist wirklich obligatorisch. Und damit kann man dann auch die Compliance verbessern. Nächstes. Und unser Ziel ist eben, das sehen Sie hier, dass wir bei der blauen Verlauf ankommen und nicht mehr diesen alten haben, wie wir ihn früher haben mit der Darmvorbereitung, der Nahrungskarenz, wo die Patientin einfach schon komplett erschöpft in die OP geht, dann möglicherweise noch viel Flüssigkeit bekommt, auskühlt durch Opioide, so ein bisschen neben der Spur, sondern einfach wahnsinnig lange braucht, auch durch viele Drainagen, um wieder auf ihren Ausgangszustand zu kommen. Wir wollen durch die kurze Zeit auf der Überwachungsstation unser ganzes Management mit Mobilisation und Kostaufbau schauen, dass die Patientin wirklich innerhalb weniger Tage wieder auf ihrem präoperativen Stand ist oder sogar vielleicht noch besser. Nächstes. Würden Sie weitermachen? Genau, was haben wir erreicht? Gleich weiter. Das hat die Frau Dr. Reuter bei uns ausgewertet. Und das sind schöne Zahlen, die wir Ihnen zeigen können. Genau, wir haben eine sehr gute Compliance, was die Aufnahme betrifft. Also das koordiniert unsere ERAS-Nurse, die Beratung, die Information an die Patienten, an die Angehörigen, die Anästhesievorbereitung, die Bewegungsübungen, auch präoperativ eine hohe Compliance. Intraoperativ sehen Sie 50%. Das hat vor allem was zu tun, das ist eben dieser Lernprozess. Dem ERAS-Erfassung wird ja für die PDA das Remifentanil gefordert, wir haben Sufentanil, das macht dann gleich eine Abweichung. Und das sind dann Sachen, die man dann eben auch im Protokoll mit Encare anpassen muss, um hier nicht in der Compliance einfach ungünstiger zu sein. Und postoperativ wird unsere Compliance auch besser. Das hat bei uns vor allem mit Drainagen zu tun. Wir verzichten nicht 100% auf Drainagen. Wir haben immer noch eine Drainage im Douglas, um eben für die ersten Tage auch eine Nachblutung doch schneller zu erkennen, als wenn man gar keine Drainage hat. Weiter. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt die tollste Folie, auch eine Auswertung von Frau Dr. Reuter, unser Flüssigkeitsmanagement. Braun, die erste Säule, das sind unsere Prä-ERAS-Daten. Sie sehen, braun ist die postoperative Flüssigkeitsgabe, dann Blutmanagement, also Blutgaben und dann so mittelbraun die Kolloide und hellbraun unten die Kristalloide. In der ersten ERAS-Phase noch relativ gleich, aber jetzt sehen Sie in unserer aktuellen ERAS-Auswertung, dass wir postoperativ das Flüssigkeitsmanagement komplett reduziert haben, also die Patienten wirklich sehr schnell oral und auch das Blutmanagement ist gesunken, weniger Erythrozytenkonzentrate und auch die kolloiden Substanzen vor allem deutlich minimiert und eben nur noch kristalloide Flüssigkeitsgaben. Nächstes bitte. Und die Liegezeit hat sich verkürzt, das sehen Sie an den grünen Kurven im Vergleich zu dem blauen.
Wir hatten jetzt 24 wenige Patienten, aber keine Wiederaufnahmen. Und wie gesagt, wir kommen mit der Paco 24 Stunden gut zurecht und haben keinen Intensivaufenthalt mehr gebraucht. Und das ist unsere Compliance, die sich eben durch die ständigen Audits, die Teambesprechungen deutlich verbessert hat, noch nicht ganz optimal ist, aber eben auch manchmal ist es nicht nur das, was man selber macht, sondern auch Anpassungen im Programm erforderlich. Und damit sind wir nächstes. Ganz happy mit dem ERAS-Programm und konnten auch unsere Kaufmännin überzeugen, dass es sich wirklich lohnt und freuen uns auf das, was wir wissenschaftlich noch machen können. Und damit sage ich erstmal ganz herzlichen Dank und dürfte gleich weiter an Frau Dr. Reuter übergeben. Sie ist bei uns, betreut die gynäkologische Onkologie, ist eine ganz erfahrene Operateurin, langjährige Erfahrung. Ihr Mann ist Direktor einer universitären Anästhesie, deswegen hat sie hier auch noch besonderes Wissen und betreut eben unsere ERAS-Datenbank und hat viel schon publiziert dazu. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Bei mir hat es leider technisch nicht geklappt, dementsprechend genau, würde ich einfach, wie auch jetzt bei Frau Professor Schmalfeld, darum bitten, dass die Slides von Ihnen gezeigt werden. Ja, wir wenden uns jetzt quasi der klinischen Umsetzung des ERAS-Programms zu und zu einfacher halber habe ich Ihnen eine Fallvorstellung mitgebracht. Nächste Slide bitte. An allererster Stelle wollte ich Ihnen, erste Slide bitte, wollte ich Ihnen die einzelnen Zeitabschnitte, können Sie das erste Dia nehmen, bitte? Präoperativ, intraoperativ? Ja, genau. Sieht das jeder? Nee, also ich nicht. Nee. Wir sehen es auch nicht. Soma, can you please assist and share the presentation? Können Sie es jetzt sehen? Nein, jetzt. Genau, an allererster Stelle habe ich Ihnen die wichtigsten Zeitabschnitte des ERAS-Programmes nochmal in der Übersicht dargestellt, mit den allerwichtigsten Skills, die wir für die Patientin eben auch mit anwenden. Und das soll einfach nur so ein bisschen im Hintergrund für Sie im Kopf bleiben, weil das wird uns jetzt in der Fallvorstellung weiterhin begleiten. Das nächste Slide bitte. Prinzipiell gestalten wir im UKE das so, dass unsere Patientinnen, die mit suspekten Adnex-Befund zu uns geschickt werden, über unsere Spezialsprechstunde aufgenommen werden und darüber unsere Study Nurse, unsere ERAS Nurse mit informiert wird. Da gibt es ein Handy mit dazu, dass die Kommunikation ganz flach und ganz unkompliziert durchgeführt wird. Aber der klinische Alltag, wir wissen es alle, läuft dann doch immer anders als gedacht. Das heißt, wir nehmen auch Patienten mit suspekten Adnex-Tumoren über die Poliklinik auf, über die zentrale Notaufnahme mit auf und eben auch über interne Konsile nehmen wir auch Patienten dieser Art auf. Und dementsprechend, dass diese Patienten uns nicht durch die Lappen gehen, haben wir das so eingeführt, dass unsere Study Nurse unser OP-Programm immer wieder durchforsten und de facto dann Patienten, die zum Debulking operativ angemeldet wurden, dann eben auch nochmal kontrollieren, sind die auch wirklich für unser ERAS-Programm auch mit gemeldet und aufgeklärt worden. Unsere Patientin, die ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, genau, ist eine 60-jährige Patientin mit Verdacht auf ein Ovarialkarzinom. Und diese Patientin ist spannenderweise eben uns auch über ein Konsil vorgestellt worden. Eigentlich ist sie ins UKE gekommen wegen embolischen Kleinhirn- und bihemisphärischen Infarkten beim persistierenden Foramen ovale. Und im Rahmen dieser Abklärung
erschien eben eine Dislokation des PFO-Okluders in das linke Atrium, und im Rahmen der Intervention, diesen zu bergen, war eben dann in der Röntgenübersichtaufnahme dieser große Adnextumor zu sehen, und so kamen wir dann ins Spiel. Anamnestisch hatte die Patientin noch eine Sterilisation, hat eine Adipositas per Magna mit einem BMI von 41, hat einen begleitenden Diabetes mellitus Typ 2 mit einem ausgeglichenen HbA1c, mit persistierende Polyneuropathie schon, und hat mit Diagnostik ihren bisherigen Nikotinabusus dann eben auch vermieden und hatte eine leere Familienanamnese. Gerne das nächste Dia. Im Rahmen des prästationären Aufenthaltes oder Vorstellung hatten wir die Patientin aufgeklärt, haben sie zur Prämedikation vorgestellt, und die Patientin hatte dann eben auch im Rahmen dessen eine ERAS-Schulung mit der Einstufung des NRS-Scores. In der Situation wurde eben auch bemerkt, dass eine Gewichtszunahme im Rahmen der Raucherentwöhnung von 14 Kilo zu verzeichnen hatte, hat ein ausgeglichenes Albumin und ein ausgeglichenes HbA1c. Allerdings die Anämie von 9,5 Gramm pro Deziliter wurde im Rahmen des Patient Blood Managements nicht ausgeglichen. Und dementsprechend hatten wir in dieser Phase eine Compliance von 78,8%. Und das meinte eben auch die Frau Professor Schmalfeld, dass dieses interne Audit tatsächlich auch immer wieder dazu führt, dass wir sensibler genau mit diesen Situationen und Diagnosen quasi den Patienten zunehmend umgehen können. Gerne das nächste Dia. Hier nochmal die Übersicht, wie der Nutrial Risk Screening Score erstellt wird. Der ist ganz unkompliziert runterladbar von der European Society of Enteral and Parenteral Nutrition Organization und kann ganz unkompliziert angewendet werden und bringt tatsächlich, wie auch Herr Professor Seoli schon in seinem Vortrag uns an die Hand gegeben hat, dass wir tatsächlich über dieses Scoring die Patientin tatsächlich auch in der Vorbereitung auf unsere Operation, auf unsere Behandlung besser vorbereiten können. Das nächste Dia bitte. Wie geht es weiter für die Patientin? Das hatten auch jetzt uns meine beiden Vorredner schon uns allen ans Herz gelegt, dass die aufgeklärte Patientin, die weiß, was auf sie zukommt, die Patientin, die die Abläufe im Groben versteht, immer die bessere Patientin ist. Die Patientin ist, die vertrauensvoller sich auch in unsere Hände geben kann, und dementsprechend steht die Aufklärung mit einer ganz bedeutenden Stelle. Nicht nur im Gespräch über die Operationen führen wir das durch und im Gespräch mit unseren Study Nurse im Aufklärungsgespräch, sondern wir geben auch ganz bewusst unseren Patienten Broschüren mit an die Hand, weil in der Aufregung der Vorstellung in der Sprechstunde geht doch viel Information verloren, und so können die Patienten auch mit ihren Angehörigen zu Hause vieles nochmal nachlesen und haben über diese Broschüren auch die Möglichkeit, mit uns über die Telefonnummern, die damit dargestellt werden, auch nochmal in Kontakt zu kommen und somit einen guten Austausch zu bewirken. Gerne das nächste Dia. Und hier habe ich Ihnen eine weitere Broschüre mitgebracht, die unsere Patienten an die Hand bekommen. Da sind die unterschiedlichen Behandlungsstadien quasi den Patienten erklärt. Was können sie präoperativ für sich Gutes tun? Auf was sollten sie verzichten? Wie packe ich meinen Koffer, um im Krankenhaus alle wichtigen Dinge bei sich zu haben? Wie geht es am operativen Tag, an den postoperativen Tagen weiter? All das haben wir die Erfahrung gemacht, schafft Sicherheit und lässt die Patienten deutlich zufriedener sein. Gerne das nächste Dia. Unsere Patientin erhielt am Aufnahmetag, das heißt unmittelbar präoperativ, kein Carbohydrat-Loading beim bekannten Diabetes mellitus Typ 2, und sie erhielt auch keine Antithrombose-Prophylaxe bei einem niedrigen Quick von 48%.
Präoperativ zeigte sie einen normwertigen Blutzuckerspiegel. Sie erhielt keine Sedativa, aber eine PONF-Prophylaxe, Antithrombosestrümpfe und keine Darmvorbereitung. Und so hatten wir in der Compliance im präoperativen Setting 100% erreicht. Gerne das nächste Dia. Wie setzen wir jetzt all die Neuerungen des ERAS-Programms im klinischen Alltag um? Wir sind überzeugt von ERAS und dementsprechend haben wir unsere SOP für die Behandlung unserer Patientin zum Debulking dem ERAS-Programm angepasst. Das heißt, alle Patientinnen, die ein Debulking erhalten, werden ERAS assoziiert von uns behandelt, was natürlich im klinischen Alltag die Strukturen vereinfacht, dass man nicht für Patienten mit gleicher Entität unterschiedliche Behandlungsalgorithmen hat, sondern eben mit einem Algorithmus agiert, von dem wir sehr überzeugt sind. Gerne das nächste Dia. Um es eben auch im Alltag einfach zu machen, haben wir Flowcharts quasi entwickelt, die auf Station ausliegen und eben auch zum Beispiel auch im Arztzimmer sind für neue Kollegen, dass auch in einem Blick zu erkennen ist, was ist an welchem Tag so der wichtigste Fakt, die wichtigsten Fakten, woran müssen wir denken, um unsere Patienten programmgerecht eben auch mit gut zu behandeln und in der Compliance eben dann auch entsprechend hoch sind. Gerne das nächste Dia. Zurück zu unserer Patientin. Diese hat ihre Operation mit einer Längslaparotomie erhalten, bekam eine Hysterektomie und eine Salpingovarektomie beidseits. Bei einer Schnellschnittdiagnose von einem endometrioiden Borderline mit Übergang in ein invasives Karzinom erhielt sie noch zusätzlich eine infragastrische Omentektomie mit peritonealen PEs und einen Nabelhernienverschluss. Aufgrund des niedrigen Quicks hatten sich die Anästhesisten entschieden, keine PDA zu legen und eben auch keinen TAP-Block zu machen. Aber sie bekam dadurch natürlich eben auch langwirksame systemische Opioide intraoperativ. Und wie schon auch Frau Professor Schmalfeld schon darauf hingewiesen hat, dieser Patientin haben wir auch eine Douglas-Drainage eingelegt. Dafür gab es Punktabzug. Aber unsere Patientin ist ohne Magensonde in die PACO 24 gegangen, hatte intraoperativ eine kontinuierliche Wärmezufuhr zur Vermeidung der Hypothermie. Der Blutzucker wurde kontinuierlich kontrolliert. Sie erhielt eine lungenprotektive Beatmung, eine Hautdesinfektion und eben eine einmalige perioperative Antibiotikaprophylaxe, sodass wir eine Rate der intraoperativen Compliance von 62,5 erreicht haben. Gerne das nächste Dia. Dieses Dia können wir überspringen, weil das so schön bunt war, habe ich es, glaube ich, einfach auch nochmal in meinen Vortrag gemacht. Das hatte Ihnen Frau Professor Schmalfeld jetzt, denke ich, auch sehr, sehr schön schon gezeigt und erläutert, dass wir da wirklich sehr darauf stolz sind, diese zielgerichtete Volumentherapie konsequent umzusetzen. Und daran erkennt man eben auch die Interdisziplinarität dieses Programms, dass wir da Hand in Hand mit unseren anästhesiologischen Kollegen sehr, sehr gut arbeiten, aber auch auf Stationen die Volumengabe deutlich reduziert haben durch den zügigeren Kostaufbau, den wir uns einfach jetzt auch trauen. Gerne das nächste Dia. Jede Patientin erhält ein Patiententagebuch, in dem sie die wichtigsten Skills für sich dokumentieren, aufgefordert wird zu dokumentieren. Gerne das nächste Dia. Und wir sehen, dass unsere Patientin am ersten postoperativen Tag das schon fleißig gemacht hat. Die Patientin hat Kaugummi gekaut, hat schon leichte Kost erhalten, hat ausreichend getrunken, hat sich bewegt und war zufrieden bezüglich der Übelkeit. Aber was unzufrieden war in der Situation noch die Schmerzen, die sie angegeben hat. Gerne das nächste Dia. Und so haben wir postoperativ in der Zusammenschau für diese Patientin müssen wir sagen, dass eben
prinzipiell erstmal gut zu sagen, dass wir die IV-Flüssigkeit am ersten postoperativen Tag aufgrund der oralen Aufnahme beenden konnten, aufgrund der Mobilität der Patientin den Katheter entziehen konnten, am operativen Tag schon eine multimodale Stimulation der Darmpassage begonnen haben, sie ausreichend Energiezufuhr hatte, auch über die leichte Kost am ersten Tag und eine multimodale Analgesie von Tag 1 bis 2. Kritisch müssen wir für uns reflektieren, dass eine zweimal gemessene Hyperglykämie nicht direkt behandelt wurde, durch zum Beispiel Insulingaben und wir mit der Analgesie sehr großzügig ab Tag 3 gewesen sind, dass obwohl die Patienten eine sehr geringe Schmerzwahrnehmung hatte, trotzdem Opiate noch zusätzlich gegeben haben. Und das Follow-up war einen Tag zu spät, deswegen gab es leider auch Punktabzug. Aber so sehen Sie, dass wir die wichtigsten Skills sehr, sehr gut umgesetzt haben. Gerne das nächste Dia. Am Ende stand für die Patientin die Diagnose eines gut differenzierten Adenokarbinoms des Ovars auf dem Boden eines endometrioiden Borderline-Tumors in FIGO 1a. Wir konnten sie am 6. postoperativen Tag entlassen und hatten eine Komplikation, die wir am 4. postoperativen Tag ausgeglichen haben, und zwar aufgrund einer Anämie mit begleitender Tachykardie erhielt die Patientin eben 2 EKs. Da muss man eben kritisch dann für sich auch nochmal evaluieren, ob wir im Vorfeld diesen 9er HB, wenn wir den verbessert hätten, ob wir um diese Transfusion herumgekommen wären. Das Follow-up am 33. postoperativen Tag ergab keine poststationäre Komplikation, keinen weiteren Gewichtsverlust, aber auch keine Gewichtszunahme. Die Patientin ist weiterhin in der Diabetologie gut angebunden, erhält ihre Nachsorge bei uns in Domo und wurde psychoonkologisch weiter mitbetreut. Gerne das nächste Dia. Wie schon angekündigt von Frau Professor Schmalfeld, wir haben natürlich auch unsere Daten ausgewertet. Wenn man so ein Programm, das sehr umfangreich viele Personalressourcen auch bindet, umsetzt und immer nur im Gefühl ist, dem Patienten geht es besser, wollen wir natürlich auch ein bisschen Statistik haben und das haben wir gemacht. Wir konnten sehen, dass unsere Patienten mit einer hohen Zufriedenheit deutlich schneller stationär entlassen werden konnten, ohne dass wir vermehrte Intensivaufenthalte haben und ohne dass wir vermehrte postoperative Komplikationen hatten. Ein weiteres, gerne das nächste Dia, eine weitere Darstellung der Interdisziplinarität. Vor Einführung des ERAS-Programms hat das UKE die PACO 24 eingeführt. Zum einen natürlich immer der Engpass, ich weiß nicht, wie es in der Charité ist, im UKE ist es leider immer noch so, dass die Intensivbetten einen Engpass darstellt, auch für multiviszerale Operationen. Und insofern hat uns das sehr gefreut, dass wir da als guter Mitspieler für die Einführung der PACO 24 mit zur Verfügung standen. Das heißt, unsere Ovarialkarzinom-Patientinnen, die eine multiviszerale Operation erhalten hatten, waren die ersten Patienten, die auf dieser PACO 24 behandelt wurden. Wir waren sehr, sehr zufrieden, weil die Umsetzung damals des Fast-Track-Konzeptes sehr konsequent in diesem perioperativen Setting durchgeführt wurde. Und wir haben eine statistische Auswertung da auch daraus mit herausgeführt, weil das große Problem, es gibt de facto eigentlich noch keine klassischen Standards für die PACO 24 und Kritiker, es gibt immer Zustimmer und es gibt immer Kritiker. Die Kritiker hatten Sorge, dass über den erweiterten Aufwachraum vor allem Nachblutungen mehr auf die Normalstationen verlagert werden durch die schnelle Überweisung oder Verlegung auf die Normalstation. Und das konnten wir mit unseren Patienten nicht darstellen. Unsere Patienten waren maximal 24 Stunden von der PACO 24 betreut. Wir haben sie ohne Rückverlegungsnotwendigkeit
zu uns recht zügig und übernommen mit hochzufriedenen Patientinnen und haben sogar mit dieser Publikation Einzug in die europäische Leitlinie der perioperativen Anästhesie gefunden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich leite gerne weiter zu einem weiteren klinisch spannenden Thema, das die Frau Dr. Lee aus der Charité jetzt uns vorstellen wird. Vielen lieben Dank. Hört man mich gut? Super, dann werde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Kann man das gut sehen? Jetzt, oder? Sehr gut. Perfekt. Ja, perfekt. Super, vielen lieben Dank. Also vielen lieben Dank auch nochmal von meiner Seite für die Organisation dieses wirklich sehr spannenden Webinars. Vielen lieben Dank auch an Herrn Professor Siuli, Frau Professor Schmalfeld und Frau Dr. Reuter für diese sehr spannenden Vorträge und die Einführung in die ERAS-Zentren. Ich habe mir gleich schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, mit denen, über die ich gerne diskutieren würde, weil das doch sehr spannend ist, welche Items Sie schon alle so gut umgesetzt haben. Und ich darf Ihnen jetzt einen kleinen Einblick in die Prähabilitation im Kontext von ERAS geben. Wir haben hier an der Charité ERAS schon seit mehreren Jahren eingeführt und wir haben das Glück gehabt, im Rahmen eines Innovationsfonds geförderten Projektes, Core Innovation, hatte Professor Siuli vorhin schon angesprochen, auch einen multimodalen Behandlungspart perioperativ bei Patienten mit primärem oder erstem Rezidiv eines Ovarialkarzinoms zu implementieren, der eben auch eine personalisierte trimodale Prähabilitation beinhaltet hat. Und da wollte ich Ihnen einfach einen kleinen Einblick auch ganz praktisch aus unserer klinischen Erfahrung geben. So, wir haben ein sehr breites Spektrum in der gynäkologischen Onkologie, also auch in der Gynäkologie, aber vor allem der gynäkologischen Onkologie. Wir haben sehr junge Patientinnen, die sehr fit sind, in gutem Allgemeinzustand, die teilweise kleine lokale Exzisionen bekommen, wie bei einem Vulvakarzinom, bis hin zu fragilen, älteren Patientinnen, multimorbide, die radikale exenterative Eingriffe erhalten. Und das macht das Fachgebiet, aber auch das perioperative Management in unserem Fach sehr spannend. Wir haben, wenn wir uns jetzt vor allem Patienten aus der Gynäko-Onkologie ansehen, eine Reihe an Symptomen, Patientinnen mit Aszites, Mangelernährung, die sich natürlich auch wieder bedingt durch den Aszites, Völlegefühl, Inappetenz oder auch Magen-Darm-Störungen, Verdauungsstörungen, die eben diese Mangelernährung weiter verstärken und auch bedingen, die Sarkopenie. Wir haben Patientinnen mit einer tumorbedingten Anämie und eben auch Patientinnen mit einem erhöhten Thromboserisiko, was je nach Tumorentität zwischen 34% liegt. Und das sind alles Faktoren, die man idealerweise schon vor einem operativen Eingriff oder vor einer Krebstherapie adressieren sollte. Jetzt komme ich auch schon zu dem Konzept der Prähabilitation. Was ist die Idee? Die Idee ist es eben, den körperlichen, den Gesundheitszustand vor einer Operation oder vor einer Therapie zu verbessern, also die funktionelle Reserve des Körpers zu verbessern, um dann eben hinterher nach der Operation der physiologische Dip nach der Operation, aber dann die Genesung zu fördern und dann wieder schneller auf der Baseline zu sein, beziehungsweise über die Baseline hinaus. Also die proaktive Stärkung der Resilienz, den Ausgangsgesundheitszustand verbessern und zwar wirklich multimodal, den Ernährungszustand, den körperlichen Zustand, aber eben auch die mentale Gesundheit, um dann eine schnelle postoperative oder bessere postoperative Genesung zu gewährleisten und möglicherweise auch die Komplikationen zu verbessern. Ein kurzer historischer Überblick über die Prähabilitation, was wir vor kurzem publiziert haben im Rahmen eines Buchkapitels von Herrn Dr. Renz, haben wir uns mal angesehen, was sind die sozusagen ersten Schritte der Prähabilitation gewesen. Und da sehen wir, dass sogar 1946 schon das Wort Prähabilitation tatsächlich im Rahmen eines Militärs schon benutzt wurde. Dann die ersten Schritte waren tatsächlich dann einmal in der Sportmedizin, dann in der Chirurgie, Kardiochirurgie und dann auch aus der Kolorektalchirurgie dann in die Gynäkologie und die Gynäko-Onkologie mit den ersten sozusagen Case Reports 2012,
aktuell, gerade in den letzten Jahren, hat sich Prähabilitation wirklich multipliziert und es gibt eine Reihe an Studien, die auch gerade laufen. Es gibt bisher wenige wirklich publizierte Daten. Wir sehen aber schon Hinweise auf Verbesserungen im funktionellen Status, also in der Ausdauerfähigkeit, 6-Minute-Walking-Test und aber auch Improved Function und aber auch der mentalen Gesundheit. Eines der aktuell laufenden Projekte, beziehungsweise wir haben es gerade abgeschlossen, sind aber noch in den finalen Datenauswertungen unsere Studie Core Innovation, die Prähab bei Ovarialkarzinom-Patientinnen vor zytoreduktiver OP. Und dann möchte ich an dieser Stelle tatsächlich auch die Benita-Studie nennen, von den Kolleginnen aus Hamburg, ne, die auch eine Ernährungs- und Fitnessintervention während der Chemotherapie durchführt. Wenn wir uns jetzt die Leitlinien ansehen, sehen wir, dass es tatsächlich 2019 die Prähabilitation Einzug in die ERAS-Guidelines gefunden hat, jedoch noch mit einer eher niedriggradigen Empfehlung, da wir noch nicht so viele Studien haben und die Daten das noch nicht belegen können, welche Intervention für welche Patientin genau zu welchem Zeitpunkt durchgeführt werden soll. Aber was wir wissen, ist, dass trimodale Konzepte oder multimodale Konzepte bestehend aus körperlicher Fitness, Ernährungsintervention und psychologischen Support bzw. mentaler Gesundheit und Patient Empowerment notwendig sind. Kommen wir jetzt zu unserem sozusagen Patientinnenpfad im Rahmen eben unserer Studie Core Innovation, wo wir die ERAS gepaart mit einer trimodalen personalisierten Prähabilitation gepaart haben, mit dem Ziel der Reduktion von schwerwiegenden postoperativen Komplikationen, aber auch einer Reihe an sekundären Endpunkten, die klassischen ERAS-Endpunkte, auch der Verbesserung der körperlichen Funktionsfähigkeit und der Lebensqualität. Was wir gemacht haben, wir haben ein relativ ausführliches Comprehensive Frailty Assessment. Herr Professor Sehouli ist vorhin auch sehr auf die Bedeutung von Frailty eingegangen und die Personalisierung, das war uns auch ganz wichtig. Das hat auch relativ lange gedauert, auf das gehe ich auch im nächsten Schritt gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Basierend auf dem Frailty Assessment wurden die Patientinnen in Non-Frail, Pre-Frail und Frail eingeteilt und wir haben ihre Defizite identifiziert und anhand der Defizite und des Frailty haben wir dann eine personalisierte trimodale Prähabilitation erstellt, die die Patientinnen dann in der Häuslichkeit, teilweise auch stationär, aber vorwiegend ambulant in der Häuslichkeit selbst durchgeführt haben. Getoppt war das Ganze perioperativ von dem ERAS-Behandlungspfad. Das Comprehensive Frailty Assessment, das bestand eben aus dem Freed Frailty Assessment, das auch relativ bekannt ist. Wir haben uns dann relativ genau die körperliche Fitness angeguckt mit unseren Physiotherapeutinnen, haben uns die Muskelkraft angesehen, das Gleichgewichtsvermögen und die körperliche Ausdauerfähigkeit anhand des 6-Minute-Walking-Tests. Wir haben uns den Ernährungszustand ganz genau angesehen anhand der Bioimpedanzanalyse, den Ernährungsprotokoll, Nutritional Risk Score und einigen Laborparametern. Wir haben auch ein Medikamenten-Assessment tatsächlich durchgeführt, um zu gucken, ob wir da präoperativ tatsächlich eine Über- oder eine Untertherapie ausgleichen können und dann auch eine sehr ausgedehnte Anamnese, die tatsächlich auch die Komorbiditäten berücksichtigt hat, Angst, Depression und aber auch die Sozialanamnese. Im nächsten Schritt haben die Patientinnen eben basierend auf ihren Defiziten individualisiert ihr körperliches Fitnessprogramm bekommen mit der Empfehlung einer Kombination aus moderatem Ausdauertraining und Krafttraining der 3 großen Muskelgruppen eben. Dann haben sie ein personalisiertes Ernährungsassessment und eine individualisierte Ernährungsintervention erhalten, um eben Mangelernährung vorzubeugen oder auszugleichen, Sarkopenie vorzubeugen und eben auch einer Hyperalbuminämie entgegenzuwirken. Und dann haben sie tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, der psycho-onkologischen Unterstützung bereits vor der Therapie, also in der präoperativen Phase. Zusätzlich haben wir auch Entspannungsübungen und Education war natürlich auch ein wichtiger Faktor. Bei diesem Faktor ist auch unsere ERAS-Nurse wirklich eine Kernkomponente, Frau Thora, die uns später auch noch gleich einen Einblick zu ihren Tätigkeiten geben wird. Ich habe hier kurz zusammengefasst ein paar Eindrücke unserer Patientinnen. Das sind präliminäre Analysen, also wirklich noch nichts handfest. Aber wir haben uns einfach mal angeguckt, was sagen unsere Patientinnen, wie finden die Prähabilitation überhaupt? Und wenn wir sehen, fühlen sich körperlich gestärkt durch die Prähabilitation. Das waren jetzt hier nur die ersten 142 Patientinnen. Wir haben mittlerweile 414 Patientinnen eingeschlossen. Aber wir sehen, dass zumindest 56% gesagt haben, dass sie sich gleich fühlen. Und wir haben tatsächlich eine Prähabilitation zwischen 1 bis 3 Wochen durchgeführt. Und für uns war das auch schon
ein sehr gutes Ergebnis, weil die Patientinnen sich zumindest nicht verschlechtert haben. 40% haben immer gesagt, dass sie sich besser gefühlt haben und 3% haben gesagt, dass sie sich tatsächlich weniger körperlich gestärkt gefühlt haben durch die Prämeditation. Bei der mentalen Gesundheit sieht es ein bisschen besser aus. Also mental haben tatsächlich 60% der Patienten gesagt, dass sie sich besser gefühlt haben und 37%, dass sie sich zumindest gleich gefühlt haben und 3% wieder, dass sie sich schlechter gefühlt haben. Und wenn wir uns jetzt angucken, welchen Teil die Patientinnen am besten, also am meisten unterstützt hat, dann haben die allermeisten gesagt tatsächlich das Overall Package, also die trimodale Prähabilitation, gefolgt von der physischen Intervention, also der körperlichen Intervention, der Ernährung und dem mentalen Gesundheitsmodul, also des Coachings. Wir haben tatsächlich auch qualitative Interviews durchgeführt mit Patientinnen, Angehörigen und aber auch Personell. Und da habe ich mal ein Zitat mitgebracht, weil ich das so schön fand. Hier steht nämlich, die Patientin wurde sozusagen Postentlassung, also nach der OP im ambulanten Setting nochmal interviewt und gefragt, wie sie sich eigentlich körperlich fühlt. Und ich fand, das Zitat war eigentlich genau das oder hat das getroffen, was wir ja eigentlich machen wollen. Sie hat hier gesagt, ich mache eigentlich die ganzen alltäglichen Sachen. Ansonsten kann ich eigentlich wieder alles so wie früher. Und so soll es ja sein. Und das ist wirklich das, was wir einfach sehr schön gefunden haben. Ein weiteres Bild, was ich mitgebracht habe, ist eben die Intervention, die Frau Professor Schmalfeld vorhin auch angesprochen hat. Die Patientinnen laufen tatsächlich selber in den OP. Und wir haben die Patienten mal gefragt, wie sie das finden. Und hier sind so ein paar Zitate von unseren Patientinnen. Also sie finden das eigentlich wirklich überwiegend total toll, weil sie halt dem Personal, dem medizinischen Personal auf Augenhöhe begegnen. Ne? Das macht nicht nur was mit den Patientinnen, das macht auch was mit uns als Personal, wenn jemand in den OP läuft und nicht so geschoben wird. Ne? Man hat einfach eine ganz andere Interaktion und das finden die Patientinnen tatsächlich auch sehr, sehr schön. Zusammenfassend kann man also sagen, ich komme jetzt auch schon zum Ende, dass es zahlreiche laufende Studien aktuell gibt, die die Rolle der Prähabilitation auch im chirurgischen Setting untersuchen. Es gibt einige Daten bei Ovarialkarzinomen, die erste Hinweise auf positive Effekte liefern. Während der Radiotherapie gibt es bisher nicht so viel Evidenz und es gibt natürlich jetzt eine Reihe an weiteren Schritten, die wir auch tatsächlich in unserem Projekt festgestellt haben. Wir brauchen einfach standardisierte Protokolle, wir brauchen vergleichbare Outcome-Messungen, wir müssen noch so ein bisschen festlegen, an welchem Zeitpunkt oder zu welchem Zeitpunkt ist die Prähabilitation am besten. Ist das wirklich jetzt die Primär-OP oder ist es vielleicht doch die neoadjuvante Chemotherapie? Und genau, dafür brauchen wir natürlich größere randomisierte Kontrollstudien. Und damit bin ich schon am Ende meines Vortrags angekommen. Hier habe ich noch den Link zu unserer Website mitgebracht, wo wir auch tatsächlich Gedankenreisen, autogenes Training, Yoga und Qigong anbieten. Das können Sie sich einfach angucken. Wir haben die tatsächlich auch mit einer von Eierstockkrebs betroffenen Patientin entwickelt, auch gemeinsam mit, also es wirklich war multiprofessionell, interdisziplinär. Und das können Sie sich gerne auch für Ihre Patientinnen einmal ansehen und auch Ihren Patientinnen zur Verfügung stellen auf unserer Website. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte gleich an Frau Thora weitergeben. Und Frau Brodersen, Entschuldigung bitte, Frau Brodersen natürlich. Frau Brodersen und Frau Thora, die uns jetzt einen Einblick über die Rolle der ERAS-Nurses an den beiden Standorten geben. Und ich freue mich sehr, dass wir sie auch für dieses Webinar gewinnen konnten. Einen Moment, wir teilen jetzt hier kurz nochmal die Slides. Möchtest du das? Ja. So, hören Sie mich? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Ja, vielen Dank, dass wir beide auch dabei sein dürfen, Frau Brodersen und ich. Wir freuen uns sehr, auch einen kleinen Einblick zu geben, wie wichtig die Rolle der Pflege in der Umsetzung von ERAS ist und wie wichtig auch, welche Rolle sie überhaupt spielt, welche Tätigkeiten sie übernimmt und was das auch für die Patientinnen bedeutet. Ich werde kurz quasi
eine kleine Einführung geben und dann auf die präoperativen Maßnahmen eingehen, die wir bei uns machen, und Frau Brodersen wird dann weitermachen. Genau. Wie keine andere Versorgungsstruktur erfordert die Implementierung und Umsetzung von ERAS-Konzepten eine sehr enge multidisziplinäre Zusammenarbeit. Und die ERAS-Nurse als spezialisierte Pflegekraft nimmt dabei eben eine ganz besondere Rolle ein und ist von großer Relevanz. Und ohne die ERAS-Nurse ist es eigentlich schwer machbar. Durch einen sehr besonders nahen Patientenkontakt ist die ERAS-Nurse direkte Ansprechpartnerin und kontinuierliche Begleiterin in den verschiedenen Phasen der Therapie und grenzt sich damit auch von der normalen, üblichen, maßnahmenorientierten Arbeit im Stationsalltag, zum Beispiel in der Patientenversorgung, ab. Vor allem natürlich bei onkologischen Erkrankungen und Operationen besteht eben ein sehr hohes Stressrisiko bei den Patientinnen, dass es gilt, so schnell wie möglich aufzufangen, sodass eben der Stress rund um die OP so minimal wie möglich gehalten werden kann und wir eigentlich durch Education, durch die verschiedenen Maßnahmen, aber vor allem eben auch durch die Begleitung der Patientinnen sie so gut es geht durch diesen perioperativen Verlauf bringen können. Die ERAS-Nurse bildet also wirklich eine Schlüsselrolle zwischen den verschiedenen Versorgungspfaden und kann im ambulanten und stationären Setting ja als Bindeglied gesehen werden. Ziel ist es dabei, durch eine spezielle prä- und postoperative Beratung und Patientenedukation eine optimale Vorbereitung zu gewährleisten, die Versorgungsqualität und Kontinuität in hochkomplexen Versorgungsbereichen der onkologischen Gynäkologie zu sichern. Dann natürlich das große Ziel immer, das Patientinnen-Empowerment zu stärken. Dann sollen natürlich auch die evidenzbasierte Pflege gefördert und eben auch umgesetzt werden. Auch dabei hilft natürlich die ERAS-Nurse. Die interprofessionelle Koordination der einzelnen Versorgungspfade ist sehr wichtig. Auch da spielt die ERAS-Nurse eine große Rolle, indem sie eben zwischen allen versucht zu vermitteln, also zwischen der Ernährungsmedizin, den ÄrztInnen, den Physiotherapeuten, der stationären Pflege, anderen Berufsgruppen wie Psychoonkologie und Sozialdienst und den Angehörigen und natürlich dann auch wieder zwischen den Patientinnen und allen anderen Stakeholdern. Die aktive Rolle der Patientinnen soll durch Education und durch die Stärkung des Empowerments gefördert werden, sodass sie ihren eigenen Genesungsprozess viel besser selbst in der Hand haben und auch schneller selbstständig wieder werden können. Und durch diese kontinuierliche perioperative Begleitung erfolgt eben die Steigerung der Patientenzufriedenheit, aber auch eine Reduktion des Stresses rund um die OP und genau, ja. Auf der nächsten Folie, genau, habe ich einmal so eine kleine Grafik mit eingeführt, weil man da ganz gut sieht, welche Tätigkeiten und Aufgaben übernimmt eine ERAS-Nurse überhaupt und welche Kompetenzen muss sie eventuell auch mitbringen, um eben diese Schlüsselrolle in dem ERAS-Konzept zu übernehmen zu können. Die aktuelle Forschungslage zeigt tatsächlich, dass bis jetzt keine klare, einheitliche Definition einer ERAS-Nurse überhaupt dass es die überhaupt gibt, die auf alle Fachbereiche zutrifft. Aber wenn man die Studien durchguckt und auch Fachzeitschriften, kann man eigentlich ein ganz klares Bild der Tätigkeitsfelder von der ERAS-Nurse sehen. Und das habe ich hier so ein bisschen zusammengefasst. Ganz wichtig ist natürlich, sind die Kompetenzen, die irgendwo erforderlich sind. Als ERAS-Nurse die ERAS-Nurse steht quasi als Schlüsselfunktion in der Mitte und kann als Zentrum des multidisziplinären Teams gesehen werden. Und Kompetenzen wie eine hierarchieübergreifende Kommunikation, multiprofessionelle Zusammenarbeit, natürlich ein spezielles Expertenwissen und irgendwo auch Führungsqualitäten sind auf jeden Fall von Vorteil.
Gerade in der präoperativen Versorgung geht es vor allem um die Patientenedukation, um die Beratung, um die Durchführung von klinischen Assessments, natürlich eine emotionale Unterstützung der Patientinnen, weil es eben ganz oft eine ganz schwierige Situation ist, in denen sie überhaupt das erste Mal Kontakt mit der ERAS-Nurse haben, und natürlich die Dokumentation. Hier sieht man einmal den Weg unserer Patientinnen, unserer Gyn-ERAS-Patientinnen. Der erste Kontakt mit der Gyn-ERAS-Nurse ist meistens in der Ambulanz oder am Tag vor der OP. Da erfolgt quasi eine Aufklärung, was ist überhaupt das ERAS-Konzept, worum geht es da. Dann führen wir umfangreiche Fragilitäts- und Ernährungsassessments durch. Wenn zum Beispiel ein Gewichtsverlust vorhanden ist, dann wird auch immer eine BIA-Messung, eine Bioimpedanzmessung gemacht, sodass man dann gucken kann, ist eine Ernährungsberatung, eine spezielle Ernährungsberatung noch zusätzlich sinnvoll, oder kann man auch mit zum Beispiel Trinknahrung schon intervenieren vor der OP. Dann wird das ERAS-Handbuch und das Prähabilitationshandbuch und das Tagebuch ausgehändigt und ganz individuell geplant, ob es eine Prähabilitation quasi sinnvoll ist, wie die vonstatten geht, ob sie ambulant ist oder stationär stattfindet. Und stationär haben wir im Moment die Möglichkeit, dass wir zweimal wöchentlich durch die Sporttherapeuten eine Bewegungs- und Edukationsgruppe anbieten, sodass die Patientinnen, die sich in der Prähabilitation befinden und stationär bei uns sind, zweimal die Woche die Möglichkeit haben, dort eben Kraft- und Ausdauerübungen zu machen, aber ganz wichtig, vor allem eben präoperativ auf das Atemtraining eingehen können, da nochmal Unterstützung haben. Oft werden auch Entspannungsübungen gemacht, die auch nach der OP von Vorteil sind, oder speziellere Atemübungen, sodass sie auch nach der OP ganz genau schon wissen, wie sie prophylaktisch am besten sich wieder fit werden. Wenn die Patientinnen dann präoperativ den Tag vor der OP zu uns kommen, werden natürlich die präoperativen Maßnahmen erklärt. Also was hat es mit Carboloading auf sich, mit der Darmentleerung, dass wir ihnen anbieten, dass sie zur OP laufen können. Viele wissen das dann aber schon, weil sie halt auch das Handbuch schon gelesen haben. Und ganz wichtig ist auch, dass man ihnen vor der OP eigentlich schon erzählt, wie es danach weitergeht. Also dass sie ganz genau wissen, an welchen Punkten was von ihnen verlangt wird, beziehungsweise wie es dann weitergeht. Also dass sie auch vor der OP schon wissen, sie dürfen ab dem ersten Tag ganz normal essen. Sie sollen sich bewegen. Wir wollen, dass der Blasenkatheter so schnell wie möglich gezogen wird und solche Sachen. Weil gerade Edukation eben, ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ich würde weitergeben an Frau Brodersen. Ja, super. Vielen Dank auch für die Überleitung, Henriette. Dann darf ich den letzten Part dieses Seminars hier heute gemeinsam gestalten. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Wertschätzung unserer Rolle im Rahmen dieses Seminars. Haben wir ja schon ganz viel quasi zur ERAS-Nurse gehört. Und ich darf jetzt tatsächlich einmal abschließen mit unserer Tätigkeit, vor allem in der postoperativen Versorgung. Ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm. Kann man mir einmal kurz ein Signal geben, ob das geklappt hat? Ja, wir sehen den Bildschirm, aber die komplette Präsentation. Man kann einmal unten auf Bildschirmpräsentation klicken, unten rechts auf diesen Monitor. Bei mir ist es schon gestartet, die Präsentation. Okay, wir sehen die verschiedenen Slides. Ich versuche es nochmal. Ist es besser? Jetzt sehen wir gerade gar nichts. Ansonsten
frage ich gerne Sulma. Wäre dir das lieber, Freya? Warte, ich versuche es noch einmal. Wie ist es jetzt? Wir sehen alle Slides, aber wir sehen den Inhalt auch auf den Slides. Ansonsten gerne links einmal weitermachen. Jetzt Hat geklappt? alles, ja. Super, vielen Dank. Genau, also jetzt noch einmal zum Abschluss der Fokus auf die postoperative Betreuung im ERAS-Nurse-Konzept aus pflegerischer Perspektive und auch einen kurzen Einblick in die Evaluation. Wir haben schon viele spannende Slides gesehen, auch zum ERAS Interactive Audit System, wie wir eigentlich die Möglichkeit haben, unsere Versorgung kontinuierlich zu evaluieren. Die Henriette Thorau hat es vorhin schon angesprochen. Es gibt viele, viele verschiedene ERAS-Nurse-Konzepte und jede Klinik strickt sich im Moment so ein bisschen ein eigenes Konzept. Hier also 3 Kernbereiche bei uns in der Tätigkeit der ERAS-Nurses und in diesem Vortrag einmal der Fokus auf die postoperative Betreuung und die telefonische Nachsorge und die Evaluation unserer Versorgungsprozesse. Was findet im Rahmen der ERAS-Nurse-Visite statt? Wir haben im Moment einmal den Einblick bekommen, was präoperativ durch die ERAS-Nurse erfolgt. Was machen wir nun eigentlich postoperativ? Wir sehen es hier auf der Abbildung, das sieht nach einem netten Gespräch aus, was mit den Patientinnen geführt wird, aber hier findet tatsächlich eine pflegerische, klinische, strukturierte Einschätzung des Genesungsverlaufes statt, also ein klinisches Assessment in dem Sinne. Und wir beurteilen im Rahmen der ERAS-Nurse-Visiten unsere Prozesse. Also wo stehen wir eigentlich in unserem ERAS-Pfad? Haben wir uns an alles gehalten, woran wir uns halten wollten? Und hängen wir vielleicht bei der einen oder anderen Maßnahme hinterher? Und wenn ja, warum? Und können wir das in Diskussionen mit dem interprofessionellen Team vielleicht angleichen? Oder gibt es hier eine begründete Abweichung vom Pfad? Auch das ist ja nicht verboten, aber es muss eben begründet sein. Was sehr, sehr wichtig ist tatsächlich, ist im Rahmen der ERAS-Nurse-Visiten die individuelle und bedürfnisadaptierte Beratung von Patientinnen und im Detail auch manchmal die Planung von konkreten Interventionen, für die vielleicht im pflegerischen Alltag keine Zeit ist oder die ERAS-Nurse vielleicht durch Expertenwissen gut übernehmen und umsetzen kann. Was auch wichtig ist und worauf auch Henriette Thorau vorhin einmal eingegangen ist, das Ganze ist ganz viel Beziehungsarbeit. Also wir gestalten eigentlich einen kontinuierlichen Beziehungsprozess mit den Patientinnen und Patienten. Sie nehmen viel Vertrauen auch zu uns auf und so können wir sie gut motivieren. Wenn ich eine Patientin im präoperativen Gespräch bereits geschult habe über viele Prozesse, die da postoperativ stattfinden und nach der Operation dann zu ihr komme und sage, wissen Sie noch, Frau Meier, wir haben gesagt, die Mobilisation ist so wichtig, kommen Sie, wir stehen gemeinsam auf, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn dort irgendjemand kommt. Wir haben vorhin auch schon einen Blick auf unser Patientinnen-Tagebuch geworfen, deswegen möchte ich da gar nicht allzu detailliert drauf eingehen. Aber was mir sehr wichtig ist, ist tatsächlich, dass das ein Werkzeug ist, um auch die Genesung partizipativ gemeinsam mit den Patientinnen zu gestalten. Also wir können das gemeinsam evaluieren und vor allem können wir auch mit den Patientinnen zusammen einzelne Tages- oder aber auch Genesungsziele festlegen. Wir kennen das, wir können eigentlich nur auf etwas hinarbeiten, wenn wir ein konkretes Ziel haben. Das hilft den Patientinnen tatsächlich, sich weiterzuentwickeln und auch eben optimistisch im Rahmen der Genesung zu bleiben. Da geht es gar nicht darum, dass man an Tag 1 sagt, ich möchte jetzt 10-mal die Treppen rauf und runter laufen, sondern kleine Ziele, die man dort Tag für Tag festlegt, die auch erreichbar sind, damit sie quasi ein positives Ereignis haben. Wenn der stationäre Verlauf abgeschlossen ist und die Patientinnen in die Häuslichkeit entlassen worden sind, findet 30 Tage nach der Operation ein routinemäßiges telefonisches Nachsorgegespräch durch die ERAS-Nurses statt. Warum macht man das? Nicht nur, weil die ERAS-Guidelines uns das vorgeben und weil die Datenbank das gerne auditiert haben möchte, sondern es geht vor allem auch darum, wie ist es eigentlich nach der Entlassung bei uns weitergegangen? Wie haben sich die Patientinnen erholt? Sind sie vielleicht nochmal anderweitig irgendwo aufgenommen worden? Gab es Komplikationen, die wir nicht erfasst haben? Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium auch für das interne Qualitätsmanagement.
Was für die Patientinnen sehr, sehr positiv ist, ist, dass sie noch einmal die Rückmeldung bekommen: Hallo Frau Meier, wir haben Sie nicht vergessen, wir wissen, dass Sie bei uns operiert worden sind, wir möchten hören, wie es Ihnen geht. Das macht tatsächlich oder trägt zu der Patientinnenzufriedenheit einen großen Beitrag. Und wir können vor allem, gerade wenn es in adjuvante Therapien geht, hier onkologisch, pflegerisch nochmal beraten beim Nebenwirkungsmanagement oder Ähnlichem. Also da haben wir tatsächlich pflegerisch nochmal eine tolle Beratungsmöglichkeit nach der eigentlichen Entlassung aus dem Krankenhaus. Und wir können natürlich auch beim Wiedererlangen von Normalität, beim Belastungsaufbau zu Hause unterstützen und dort beratend tätig werden. Noch ein paar Worte zur Prozessevaluation, weil wir es vorhin auch schon ein paar Mal gesehen haben. Was findet da eigentlich statt? Wir müssen alle Informationen im klinischen Alltag irgendwie sammeln, also sei es die präoperative Schulung, sei es die postoperativen Visiten oder der postoperative Verlauf der Patientinnen, Details und Informationen über die Operation, Details aus den Nachsorgegesprächen, aber auch tatsächlich die Patientinnenperspektive sammeln aus unseren Patientinnen-Tagebüchern. Und das Ganze muss erfasst, eingegeben werden. Und über das ERAS Interactive Audit System bekommen wir eigentlich eine Compliance-Kalkulation und eine Evaluation in Form von einem direkten Feedback für die klinische Praxis. Das können wir nehmen und damit können wir arbeiten, sei es in den Team-Meetings, die unerlässlich sind, wenn wir eigentlich tatsächlich uns selbst abbilden wollen und vor allem auch schauen wollen, wie läuft es denn eigentlich bei uns in der Klinik, was können wir verbessern. Nur so können wir eigentlich auch einen Fortschritt aufzeigen und vor allem auch gegenüber MitarbeiterInnen, aber auch der kaufmännischen Abteilung nachweisen, wie wir uns verbessern und was eigentlich in diesen Team-Meetings alles stattfindet, um die Versorgung kontinuierlich und auch eben nachhaltig zu gestalten im Rahmen von so einem ERAS-Programm. Das war ein kurzer Abriss aus meiner Tätigkeit vom postoperativen Verlauf her und gerade dann, wenn es auch um die Prozessevaluation geht. Ich bin damit am Ende von meinem Vortrag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt schon auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank an alle, Sie, die hier über die letzten 90 oder wir sind ein wenig über der Zeit 100 Minuten Einblick in Ihre ERAS-Implementierungswege gegeben haben und Ihre tägliche ERAS-Arbeit. Wir hören jemanden im Hintergrund. Genau, und einmal herzlichen Dank an alle für Ihre Zeit und auch an alle Teilnehmenden. Wir haben hier einige Fragen schon direkt beantwortet. Vielen Dank auch dafür im Chat. Ich habe hier 2 Fragen, die ich gerne einmal stellen würde. Die erste, die wurde hier auch zweimal quasi gestellt. Geht an Frau Thorau. Welche ERAS-Interventionen im Bereich ihres gynäkologischen oder chirurgischen Bereiches, werden Ihrer Erfahrung nach am stärksten durch die Pflege beeinflusst? Und wie messen Sie den Beitrag der Pflegekräfte zu den Patientenergebnissen? Machen Sie Follow-ups? Darf auch gerne von beiden, auch von Frau Brodersen, beantwortet werden. Also kann ja mal drauf eingehen, vielleicht kann Frau Brodersen gleich nochmal ergänzen. Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass also gerade was so bestimmte ERAS-Interventionen angeht, am meisten wahrscheinlich die Mobilisation von der Pflege irgendwie beeinflusst ist. Weil das natürlich was ist, was die stationäre Pflege einfach eigenständig auch mehrmals am Tag immer wieder die Patienten daran erinnern und auch irgendwo durchführen muss. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Freya noch mal was dazu sagen möchte. Ja, gerne. Also ich glaube, man muss hier so ein bisschen trennen. Tatsächlich auch geht es um den Beitrag der Pflege, also der Pflegefachkräfte von den Stationen, oder geht es um den Beitrag der ERAS-Nurse als sozusagen eine spezielle Rolle im Rahmen dieses Settings? Ich glaube, die
Pflegefachkräfte von Stationen sind mit in der Verantwortung für die Einhaltung des gesamten postoperativen ERAS-Pfades. Also wenn es um Kostaufbau, um Drainagenmanagement, um all diese Dinge geht, da sehe ich die Pflegefachkräfte von den Stationen in den täglichen Visiten auf jeden Fall in der Mitverantwortung, auch Dinge zu diskutieren in der interprofessionellen Visite. Was der Beitrag der ERAS-Nurse angeht, da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben wirklich kaum oder eigentlich gar keine Evidenz dazu. Also überall wird immer gesagt, die ERAS-Nurse ist so wichtig, es gibt aber keinerlei Daten oder Studien dazu, die das wirklich zeigen und beweisen können. Also das ist etwas, was wir ERAS-Nurses, glaube ich, noch vor der Brust haben, was wir uns auf jeden Fall noch einmal anschauen sollten, wie wir da unsere Rolle auch nachhaltig stärken können und mit eben einer guten Evidenz belegen können. Vielleicht nur als Kommentar dazu. Also ich glaube, dass das sinnlos ist, einzelne Items immer zu überprüfen in so einem multifaktoriellen Konzept. Insbesondere die Frage ist ja immer, über welche Dimensionen messen wir, ja, und das ist letztendlich immer das Paket. Ja, und meine persönliche Erfahrung ist, dass eben solche Konzepte, die wir heute hier diskutiert haben, die klassischen Berufsbilder völlig, sage ich mal, neu definieren. Ja, so, sondern die Frage ist, was will ich erreichen? Und dann muss man schauen, wer ist dafür geeignet? Ja, und das hier dieses klassische, ich bin Arzt, ich bin Krankenschwester, ist in so einem Konzept nicht durchführbar. Also was ich nur sagen kann, das ist eher, wie gesagt, beim DMP, also Disease Management Programm. Und wie gesagt, jeder muss sich fragen, welche Ressourcen hat er und welche Kernkompetenzen. Und was wir nur erfahren haben, dass die Pflege extrem viel Verantwortung übernehmen kann. Und das war ein Thema, die Moderation, aber auch die Vorbereitung und auch die Eskortierung. Ne? Also deswegen, ich glaube, wenn man etwas evaluiert im Sinne des ERAS-Konzeptes, immer als Team. Also das ist nicht der Arzt, die Ärztin, die Ökotrophologin oder die Krankenschwester. Das ist meine Grundeinstellung zu diesem Thema. Ja. Barbara, oder? Ja, absolut. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter. Es gibt eine weitere Frage hier an Frau Dr. Reuter gerichtet. Da gab es ja ein schönes Fallbeispiel aus Ihrer Abteilung. Gibt es Compliance-Punkte aus den Richtlinien, die in Ihrem Krankenhaus nicht umgesetzt werden konnten? Und wie gehen Sie damit um, ist hier die Frage. Also prinzipiell sind die Compliance-Punkte eigentlich alle durchführbar, aber der Teufel steckt immer im Detail. Ein Punkt, wo wir uns selbst an die Nase auch ein bisschen fassen müssen, ist das große Thema der Drainagen. Wir sind von viel Drainagen auf eine Drainage umgestiegen, es sei denn, es ist noch hochkomplex am Pankreas operiert worden, etc. pp. Da müssen wir eben an uns arbeiten. Ja? Wir müssen eben auch mutiger werden und genau diese Konzepte konsequent umstellen. Wie haben wir es jetzt gemacht? Wir haben im vor allen Dingen Operateursteam besprochen, dass wir die Zieldrainagen zum einen komplett möglichst auf eine reduzieren, bestenfalls auf keine reduzieren und dass wir eben wirklich konsequent an den Drainagenzug während der Visiten eben auch denken und haben das tatsächlich in der SOP auch mit festgelegt. Ein anderes Thema, was uns tatsächlich im präoperativen Bereich begleitet, ich weiß nicht, wie es die Charité macht, das ist total interessant, jetzt auch in diesen Austausch zu gehen, ist das Patient Blood Management, der Ausgleich der präoperativen Anämie, sei es durch Eiseninfusion, sei es durch EPO, ist tatsächlich im prästationären Setting ein finanzielles Problem. Wir haben einige Niedergelassenen, die das wunderbar nach unserer Empfehlung mit abdecken. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was auch, ich würde mal sagen, bei jeder zweiten Teamsitzung immer wieder aufploppt,
wie wir dieses Management einfach verbessern können, auch aus dieser Kostenspirale eben auch mit herauszukommen. Das wäre so jetzt, also eigentlich so diese 2 Punkte, die tatsächlich immer wieder aufploppen. Ein anderes Thema hatte auch Frau Professor Schmalfeld schon angesprochen, die Verwendung von sogenannten langwirksamen Opioiden. Da sind wir eben im Kontakt mit NCARE und haben eben auch bewirken können, dass das Sufentanil, was ja auch kurzwirksam ist, eben in diese Liste eben mit aufgenommen wird und somit eine Compliance-Verbesserung auch mit erzeugt. Das heißt, es ist ein interaktiver Austausch so von den betreuenden Teams vor Ort als eben auch von NCARE. Genau, und da muss man ja immer dazu sagen, dass dann da eben die ERAS-Guidelines ja immer als Grundlage genutzt werden und dort immer eine Absprache stattfindet auch. Genau. Die ja auch in Bewegung sind. Ne? Also das ist ja kein statisches Modell, sondern das ist ja auch das Ziel, dass mehr und mehr evidenzbasierte Ergebnisse eben auch da Einzug finden und dadurch das natürlich ein sich modulierendes System eben auch darstellt und das ist das Gute daran. Da ist es auch sehr schön zu sehen, dass so viele Studien aus beiden ihren Teams natürlich dazu beitragen werden. Vielen Dank. Im Anbetracht der Zeit, ich hätte noch eine ganz kleine Frage, wenn es um Personalfluktuation geht, wie das gehandhabt wird. Vielleicht mag da Frau Professor Schmalfeld noch mal was sagen. Ich hatte eben schon von Ihrem UKE-Flyer gesehen bei Frau Dr. Reuter in der Präsentation. Also man hat ja schöne Unterlagen, aber es ist wahrscheinlich auch eine große Umsetzung von Teammitgliedern immer da. Und wie gehen Sie damit um? Also zum Anlernen und so weiter. Genau, man muss kontinuierlich das Team schulen. Das machen aber inzwischen auch die Pflege für sich auf Station, die das fest in ihren einfach Ausbildungsplan mit aufnehmen. Und für ärztliche Neuanfänger, die lernen das automatisch auf Station. Aber es ist immer wieder ein wiederkehrender Prozess. Also das gehört mit in das Weiterbildungskonzept. Ich glaube, wir tun uns da auch natürlich gut, dass wir dieses Konzept für alle unsere, jetzt in dem Fall die Biking-Patienten eben übernommen haben und somit ist zum klinischen Standard eben auch mit gehört und dadurch wirklich tatsächlich gut gelebt wird. Ich glaube, das ist das vor allen Dingen das Wichtige, dass die Standards, die Klinikstandards dahingehend eben auch angepasst werden und man nicht zweigleisig fährt. Ja? Das haben wir die Erfahrung gemacht, dass das wirklich sehr, sehr gut ist. So. Ja, ich selbst hatte einmal eine Konversation auch mit jemandem, der in der Pflege war, in einem sehr etablierten Team. Und da war die Frage, ja, wie sehen Sie das zu Ihrem vorherigen Arbeitsplatz, einfach weil es mich interessiert hat. Und dann war die Antwort, ich kenne es nicht anders. Ich habe hier angefangen und hier lebt man das, hier ist es die DNA. Also von daher, genau, sehr schön. Genau, ich möchte mich nochmal recht herzlich bei allen bedanken, auch alle Teilnehmenden. Ich sehe keine neuen Fragen. Ich glaube, es war auch sehr schön für Sie als 2 Teams, sich gegenseitig auszutauschen. Vielen Dank im Namen von NCARE, dass Sie alle auch noch 20 Minuten später mit uns hier dabei sind. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Auch nochmal, genau. Alles Gute und bis bald. Bleiben Sie gesund. Tschüss. 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 Tschüss.